Tadento, Tadento, Swaha. Om 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 Tadento, Tadento, Swaha. Guten Morgen. Die Tara sitzt hier in etwas anderer Form auf dem Altar. Da sitzt sie in der Form der großen Mutter der Prajnaparamita, der befreienden Weisheit. Diese Form des weiblichen Buddha, das ist dieselbe Energie wie Tara, hat die Prajnaparamita-Texte wie das kleine Herzsutra und das Prajnaparamita in 8000 Versen und so in ihrer linken Hand. Rechts hält sie ein Vajra und unten die Hände sind in Meditationsgeste. Und eigentlich ist Mahamudra im Sanskrit versehen mit dem Pronomen die, ist eine feminine Form. Eigentlich müsste man immer sagen die Mahamudra. Und deswegen habe ich mir diesmal gedacht, ich nehme eine weibliche Repräsentation des Erwachens mit und habe euch deswegen einen weiblichen Buddha hingestellt, weil eigentlich die Weisheit, die wird dem weiblichen Aspekt zugeordnet. Und die Aktivität des Mitgefühls wird dem männlichen Aspekt zugeordnet. Aber das dürfen wir nicht zu ernst nehmen, weil Männer sind auf der inneren Ebene dann weiblich, entwickeln die weibliche Seite, Frauen sind auf der inneren Ebene dann männlich, entwickeln die männliche Seite und letztendlich sind wir die Einheit von beiden. Oh, Felix, wo ich doch gerade dabei bin, lauf doch mal ins Nebenzimmer und hol mir doch mal die andere Statue. Ich habe nämlich noch eine andere Statue mitgebracht, was die Einheit der beiden darstellt. Da kommen wir zum echten Mahamudra. Schaut mal, wenn ihr echtes Mahamudra, mal gucken, wo man sie am besten sehen kann. So, seht ihr die beiden? Ja, echtes Mahamudra, dann sind wir beides. Dann sind wir männlicher und weiblicher Buddha in Vereinigung. Ja, das ist Samantabhadra in Vereinigung mit Samantabhadri. Samantabhadra ist dasselbe wie Vajradhara. Nur ist Vajradhara bekleidet und Samantabhadra ist nicht bekleidet, ohne Ornamente. Und eigentlich ist das aus der Mahamudra-Perspektive, ist das, was wir verwirklichen. Die Einheit aller männlichen und weiblichen Qualitäten, also von Weisheit und Mitgefühl. Das habe ich mir für die späteren Tage unserer Übertragung aufbewahrt.
Einfach das ja, aber da ich schon angefangen habe, drüber zu sprechen, habe ich gedacht, ich zeige euch das mal. Denn Mahamudra lässt sich eigentlich nicht trennen vom tantrischen Aspekt. Mahamudra und Tantra sind gleichzeitig und immer miteinander entstanden und haben sich verbreitet und sind immer miteinander praktiziert worden, bis es dann auch Lehrer gab, wie jetzt zum Beispiel Maitripa oder später dann Gampopa, die Mahamudra für einzelne Schüler dann auch mal ohne buddhistisches Tantra gelehrt haben. Und diese Tradition, die gibt es, und Dagbhuta Shinamgyal macht nur wenige Seitenbemerkungen so auf den tantrischen, auf die tantrischen Grundlagen des Mahamudra, weil es tatsächlich auch so geht. Und Genel Rinpoche ist dem auch gefolgt, obwohl er durch und durch Tantriker war. Aber er hat das Gefühl gehabt, dass wir im Westen, also wir mit unserer Kultur im Hintergrund, eigentlich einen recht leichten Zugang zu Shamatha, Vipassana, Mahamudra haben, dass wir grundlegend mal gut verstehen, um was es da geht, und dass wir dann später wahrscheinlich merken, dass uns die tantrischen Methoden auch helfen können, eben das Mahamudra tiefer zu verwirklichen. Es ist nämlich ein langer Weg, überhaupt erstmal zu verstehen, worum es im Mahamudra geht. Und erst wenn man das einigermaßen verstanden hat, dann machen die tantrischen Methoden richtig Sinn. Wenn die tantrischen Methoden, also Vajrayana, anwendet, ohne zu verstehen, was mit Mahamudra oder Dzogchen gemeint ist, dann landet man entweder in der Anbetung oder im Vergegenständlichen. Man nimmt die Visualisation außen und innen für sehr real. Man landet unter Umständen auch in einem Ritualglauben, worum es ja im Buddhismus überhaupt nicht geht. Es gibt so eine Menge Sackgassen, in denen wir landen können, wenn wir nicht verstehen, worum es eigentlich geht und wofür dann diese tantrischen Methoden, diese Vajrayana-Methoden dienen. Ja, das als ein kleiner Vorspann. Ich lade euch ein, jetzt zu Beginn der Unterweisungen, zum Beginn unseres gemeinsamen Tages, nochmal innerlich die Zuflucht zu entwickeln, die Ausrichtung auf Buddha, also auf das Erwachen, auf Dharma, auf den Dharma der Übertragung und den Dharma der Verwirklichung. Und auf die Sangha, all die kompetenten Helfer und Helferinnen auf dem Weg, die Erwachten, indem wir uns so ausrichten, ist es eigentlich wie von selbst, wie selbstverständlich, dass auch Bodhicitta in uns entsteht, dass wir den Wunsch entwickeln, zum Wohle aller zu erwachen, den Dharma weiterzugeben oder dazu beizutragen, den Dharma allen zur Verfügung zu stellen, den Weg des Erwachens anderen zu ermöglichen, indem wir selbst Sangha werden, indem wir mit unseren aktuellen Mitteln dazu beitragen, dass alle auch in Zukunft weiterhin Zugang zu diesem kostbaren Geschenk haben. Und mit diesem Wunsch richten wir uns aus, wieder einen Tag zu lernen, zu üben, vielleicht sogar etwas mehr zu lernen, als wir unmittelbar selbst brauchen. Weil es ja auch andere nutzen könnte.
etwas mehr zu verstehen als das, was jetzt gerade unmittelbar notwendig ist. Dakpotashi Namgyal, dieser Meister, den wir hier studieren, oder besser gesagt, dessen Instruktionen wir versuchen praktisch umzusetzen, das war jetzt niemand, der viele Texte geschrieben hätte. Das war gar nicht so seine Art. Aber es gab eine Diskussion über den Wahrheitsgehalt dieses Mahamudra-Ansatzes. Und diese Diskussion, die ging schon ein paar Jahrhunderte. Die Tibeter haben so eine Art, über Generationen hinweg Diskussionen fortzusetzen. Und irgendwie waren die Mahamudra-Meister bis dahin alle nicht so geneigt, so sich voll auf diese über Texte, über Schriften geführte Diskussion einzulassen. Und Tashi Namgyal hat gesagt, also jetzt reicht's aber. Und hat diese Darstellung, Mondstrahlen des Mahamudra, in aller Ausführlichkeit geschrieben, um endlich mal auf alle Fragen der Debatte einzugehen. Worum geht es eigentlich im Mahamudra? Und tatsächlich hat dieses Werk sein Ziel erreicht. Danach war Ruhe in der Kiste. Ja, also danach war klar, was Mahamudra ist und dass es wirklich verlässliche Wurzeln hat, eine ausgewogene Sicht und die irrtümlichen Annahmen, über was Mahamudra vielleicht wäre, waren ausgeräumt. Und wir heute haben dadurch dieses Geschenk, dass ein erwachter Meister sich die Mühe gemacht hat, durch all diese Konzepte hindurchzugehen. Ihr braucht nicht zu denken, dass ihm das richtig Spaß gemacht hat. Der wollte nur einfach endlich mal Ruhe in der Kiste, also Ruhe in Tibet. Ne? Ende mit diesen Diskussionen. Und das war sein Anliegen. Deswegen gibt es in dem Buch auch ein paar Passagen, wo er Kritiker, also die Stimmen der Kritiker zitiert und dann widerlegt und so. Passagen, die für uns recht unbedeutend sind. Aber dank dieser Herausforderung und eines Bodhisattvas, der sich dieser Herausforderung gestellt hat, haben wir diesen Schatz zur Verfügung. Und da bin ich ihm auf ewig dankbar. Also, und danke auch Gennen Rinpoche, der zu uns gesagt hat, nachdem wir diese 2-3 Jahresretreats hinter uns gebracht hatten und intensiv praktiziert hatten, also wisst ihr Lamas, wenn ihr Mahamudra richtig verstehen wollt, dann müsst ihr nicht nur den Ozean des wahren Sinnes studieren, vom 9. Karmapa, das war ja so das Rückgrat unserer Retreat-Praxis. Ihr müsst darüber hinaus die Mondstrahlen von Dakpotashi Namgyal studieren, denn erst dann versteht ihr, was Mahamudra eigentlich im Detail so wirklich ist. Das gab er uns auf den Weg und dann luden wir Khenpo Chodrak Rinpoche ein, uns den Text zu übertragen, was er auch über mehrere Jahre hinweg gemacht hat. Und dann haben wir ihn natürlich selber fleißig studiert, also zumindest einige von uns. So viele Köpfchen bei uns gab es nicht, die sich da reingehängt haben, denn wir mussten ja auf Tibetisch studieren und Lama Tenzin hat den Text dann auf Tibetisch abgetippt und so konnten wir mit den damals existierenden rudimentären Übersetzungen, konnten wir schon unseren Weg so finden. Und jetzt allmählich kommt dieser Text sogar im Deutschen an. So ganz langsam. Erstmal in der mündlichen Version, jetzt durch meine Erklärung, dank der schönen englischen Übersetzung. Und so allmählich entsteht auch eine deutsche Übersetzung. Und das sind Riesenschritte, wenn ihr euch vorstellt, aus diesem kleinen Land Tibet mit klein, also große Fläche, aber ja, 5 Millionen Einwohner damals. Und
Da kommt nun dieser Dharma in die englischsprachige Welt. Eine französische Übersetzung gibt es auch. Die ist leider auch, gehört auch zu den Frühversionen, müsste überarbeitet werden. Es gibt dann bald eine deutsche Übersetzung, es gibt schon deutsche Erklärung und allmählich verbreitet sich so ein tiefes Verständnis von dem, worum es in dieser Praxis der Natur des Geistes geht. Und davon profitieren auch alle, die im Dzogchen unterwegs sind, weil das Essenz-Mahamudra und das Maha-Ati sind da identisch, ne, was das angeht. Und das erfüllt mich mit Freude. Ich habe bis jetzt noch jede Unterweisung zu diesem Text mit Freude und Dankbarkeit abgeschlossen. Es ist überhaupt nicht anstrengend. Ich hoffe, dass ihr euch auch einfach so mit Freude so zurücklehnen könnt und es genießen, dass hier und da Klarheit entsteht, dass ihr zumindest wisst, wo ihr nachgucken könnt später mal und dass ihr viele Anregungen und Klärungen für eure Praxis bekommt. Und jetzt leite ich über in unser heutiges Thema. Also wir sind immer noch in dem Thema der Meditationsobjekte und wir sind in dem Unterthema der Meditationsobjekte zu Einstellungen, zu Verhalten, das Leid erzeugt, zum reinigen, leiderzeugenden Verhaltens. Also eines nicht angemessenen Verhaltens in dieser Welt. Das ist natürlich ganz Samsara, ist ein nicht angemessenes Verhalten. Und wir haben in diesem Unterkapitel schon die Meditation auf wenig Anziehendes gehabt, wir haben die Meditation auf liebevolle Güte gehabt, die 12 Glieder abhängigen Entstehens. Ich habe gestern eine kleine Unterweisung über Entstehen in Abhängigkeit von Ursachen und Bedingungen gegeben. Und jetzt kommen wir zum 4. Unterpunkt dieser Kategorie. Und da empfiehlt uns Lakpotashi Namgyal etwas, was in Asien recht verbreitet war und ist. Er empfiehlt uns, zu fokussieren auf die Unterteilung der Dhatus. Und das beinhaltet die 6 Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft und Bewusstsein in ihren jeweiligen Aspekten zu unterscheiden. Damit können wir oft erstmal wenig anfangen, weil uns das Denken in Elementen, in Dhatus, gar nicht so vertraut ist. Es sind hier nicht die 18 Dhatus gemeint, die es im Abhidharma auch gibt. Es sind hier die Dhatus in der Bedeutung gemeint, dass wir zu einem weniger anhaftenden Verständnis der Welt kommen können, wenn wir deutlicher wahrnehmen, wie sich alles aufgrund dieser elementaren Kräfte formiert. Es geht nicht um die Erde und das Wasser und das Feuer und den Wind und den Raum und dann das Bewusstsein, sondern es geht darum, ein energetisches Verständnis der Welt zu entwickeln. Und da werde ich euch jetzt hineinführen. Die Grundaussage dahinter ist, dass es unserem Für-Wirklich-Halten von Dingen und unserem Vergegenständlichen den Boden entzieht, wenn wir entdecken, wie diese elementaren Kräfte überall mitwirken. Überall wirken Kräfte, die wir dem Erdelement zuordnen, die zu einer Verdichtung, zu einer Stabilität, zu einer Schwere führen, das ist das Prinzip des Erdelements.
dass etwas eine Festigkeit hat, wie zum Beispiel hier mein Brillenrahmen, ja? Der ist nicht nur beweglich und kann verbogen werden, der hat auch eine Festigkeit und ein gewisses Gewicht. Aber so richtig fest und belastbar wird es erst, wenn das Wasserelement dazukommt, denn das Wasserelement sorgt für Kohäsion, für Zusammenhalt. Ihr wisst das ja, Erde ist eigentlich pulverig oder krümelig, wenn wir sie völlig ohne Wasser haben. Erst durch das Wasser wird dieses Zusammenspiel, ja, so wie bei Zement. Zement ist eigentlich ein Pulver in der trockenen Form. Durch das Wasser und dann durch die Wärme, durch die Reaktion des Austrocknens, da wird es belastbar. Und diese, zum Beispiel jetzt beim Reden, ja, wenn ich so spreche, dieses Prinzip der 5 bis der 6 Elemente ist auch jetzt aktiv. Der, wie soll man sagen, der Klang selbst, die sozusagen die Festigkeit im Klang oder die Festigkeit im Wort, die Stabilität, das Verlässliche darin, ist das Erdelement. Dass da eine Kohäsion ist, ein Zusammenhalt zwischen den Klängen und der Satz einen inneren Zusammenhalt hat, das ist das Wasserelement. Dass da eine Vitalität zum Ausdruck kommt und dass eine, man kann fast sagen, eine Leuchtkraft, dass Worte etwas erhellen können, das ist das Feuerelement. Ja, Vitalität und Leuchtkraft. Es geht gar nicht so sehr um Wärme. Und dass sich das bewegt als Schallwellen, dass es sich übertragen kann, dass es eine Dynamik hat, die sich fortpflanzt, das ist das Windelement. Das ist die elementare Kraft der Bewegung, zum Beispiel das Pulsieren unseres Herzens, das ist Windelement. Während die Kohäsion des Blutstroms ist das Wasserelement. Und die Wärme oder Kühle des Blutstroms ist das Feuerelement. Und all das, Worte, Klang, die können gar nicht entstehen und wahrgenommen werden, wenn es nicht das Raumelement hat. Es muss Raum genug geben, damit sich Klang entfalten kann. Also es muss den Raum geben, dass das Klatschen von einer Hand gehört werden kann. Sonst kann ich auch die Hände gar nicht bewegen. Es braucht Raum. Es braucht Raum für die Schallwellen. Es braucht Raum für die Bewegung. Bewegung ist wieder Windelement. Und es braucht Bewusstsein, um das alles wahrzunehmen. Und so hat man in dieser Art der Darstellung immer auch noch als 6. Element das Bewusstsein hinzugenommen, wieder eine Form von Energie, eine wahrnehmende Energie. So kommt eine stabilisierende Energie mit einer verbindenden Energie zusammen, mit einer belebenden, erhellenden Energie, mit einer bewegten, das ist die Windkraft, diese bewegende Kraft innerhalb eines von Raumes, in dem alles stattfinden kann, und Bewusstseinskräfte, die das alles wahrnehmen und entschlüsseln können. Und wenn sich irgendwo etwas ändert, wenn sich in dieser Mischung der elementaren Energie, die zu diesem Brillengestell führen, ja, wenn da jetzt die Macht der Erdenergie als Schwerkraft drauf wirkt, entweder indem da jemand drauf tritt oder dem es hinfällt und so, tut dem nicht gut, ja, geht schnell mal was kaputt. Wenn die Hitze sich erhöht, ja, dann schmilzt dieses Teil. Ja? Wenn
Und so ist es mit allem. Wenn das Raumelement fehlen würde, könnte es gar nicht auf uns zuklappen. Ja? Und wenn irgendwo in der Mischung in unserem Körper zum Beispiel, wenn das Erdelement zunimmt, wird die Schwere, ja? Die Stabilität wird spürbar. In Knochen ist mehr Erdelement spürbar als zum Beispiel im Blut oder in der Lymphe oder in der Hirnflüssigkeit. Aber auch Knochen, die sind nicht verformbar, die müssen ja verformbar sein. Die brauchen einen Zusammenhalt, eine Kohäsion. Sie brauchen eine Biegsamkeit und das kommt nur durchs Wasserelement. Wenn die Knochen zu trocken werden, dann brechen sie, dann werden sie spröde, dann haben wir Osteoporose. Ne? Oder wenn zu viel Raumelement da reinkommt, auch Osteoporose, ist auch ein anderer Aspekt davon. Aber die Verdauungsräume, die sind vor allen Dingen Raum und da sind Säfte unterwegs und da gibt es Wärme, also Wasserelement, Feuerelement und Raumelement. Da ist natürlich das Erdelement etwas weniger. Und wenn da irgendetwas durcheinander kommt, wenn da eine Störung in diesen elementaren Kräften ist, dann haben wir unmittelbare Rückwirkungen. Und eigentlich besteht die ganze Welt darin, dass elementare Kräfte sich immer wieder aufs Neue formen, auch im Gleichgewicht sein müssen, einem gewissen Gleichgewicht, damit wir heute noch dieselbe Welt, eine ähnliche Welt vorfinden wie gestern. Wenn da Stürme drüber toben oder Erdbeben oder Fluten oder Erhitzung oder Kälte, finden wir eine andere Welt vor. Das sind alles elementare Kräfte und eigentlich ist diese Kontemplation der elementaren Energien eine offene Tür in das Verständnis, die Welt als energetisches Universum wahrzunehmen. Und nach dieser kleinen Einleitung machen wir das jetzt ein bisschen in der meditativen Forschung. Wir erforschen mal so ein bisschen diese Energien. Ich habe dem schon mal in Griechenland, erinnere ich mich, das war sehr schön, weil wir durch Corona gezwungen waren, draußen zu unterrichten, saßen alle im Schatten um einen Swimmingpool herum. Da habe ich mal jedem dieser Elemente 2 Stunden gewidmet. Das werden wir jetzt nicht können. Wir fließen da jetzt mal so durch und einfach, dass ihr ein bisschen andocken könnt mit dieser unglaublich hilfreichen Sicht des Universums als Energie, was uns aus dem Vergegenständlichen löst und aus irrigen Annahmen, dass wir dieselbe Welt auch nur ein einziges Mal wiederfinden könnten. Geht nicht. Weil sich die Energien, die daran teilhaben, ständig ändern. Die Jahreszeiten und so weiter. Also ich lade euch ein. Einige haben sich schon bequem gemacht. Wir gehen auf eine kleine Reise. Und ich fange mal umgekehrt an. Bei mir entsteht gerade Raumelement als erstes. Macht ruhig die Augen auf, aber Raum ist sowieso auch im Hören. Schaut mal allein den Raum zwischen den Ohren und dem Lautsprecher. Und der Lautsprecher, da brauchen Membranen, brauchen Raum, um vibrieren zu können. Sonst gäbe es keinen Klang. Raum, um sehen zu können. Wenn wir dicht drauf wären, wenn es keinen Raum gäbe zu sehen, dann wäre alles schwarz. Raum und Bewusstsein.
Sehbewusstsein, Sehen braucht Raum, Hören braucht Raum. Riechen braucht Raum, in dem sich Düfte verbreiten können, in dem sie sich entfalten können. Schmecken braucht Raum. Gedanken brauchen Raum, Gefühle brauchen Raum. Der Atem braucht Raum in den Lungen, um einströmen zu können. Die Luftröhre, der Mund-Nasen-Raum. Und da ist Bewegung im Raum. Dieses Ein- und Ausströmen. Das ist Bewegung, das Windelement. Die Klangwellen selbst sind Windelement, Bewegung im Raum. Schallwellen, Bewegung des Trommelfells, löst Bewegung in Nerven aus. Depolarisation von Nervenmembranen ist Bewegung. Löst geistige Bewegung aus. Bewegung in jeder Zelle unseres Körpers. Das ist, was wir als Vibrieren erleben. Vibrierende Körperempfindungen. Manchmal sind sie fließenderer Natur, manchmal stechend, manchmal drückend, manchmal pulsierend. Verschiedene Bewegungsrhythmen, Bewegungsrichtungen, Ausdehnung von Bewegung. Bewegung der Augen, Bewegung in dem, was die Augen sehen. Und überall, wo Bewegungen stattfinden, da sind Kräfte, vitale Kräfte, die etwas entstehen lassen. Das sind, was das Feuerelement angeht, erstmal Wärme, Kälteunterschiede. Auch Kälte gehört zum Feuerelement. Einfach Temperaturunterschiede. Und ihr wisst aus der Physik, dass Temperatur durch feine Molekularbewegung entsteht und subatomare Bewegung. Und all diese Bewegungen der Energieteilchen im Universum lassen sich als unterschiedliche Formen von Licht
darstellen. So ist Wärme im infraroten Bereich und so weiter. Es geht ins UV-Bereich hinüber. In all diese Bereiche, überall ist Energie auch Licht. Das ist das Feuerelement. Da ist die Energie unseres Geistes, eine Vitalität, die Gedanken hervorbringen kann. Das Denken selbst ist Bewegung. Der Inhalt der Gedanken, sozusagen ihre vermeintliche Substanz, ihre Verlässlichkeit ist das Erdelement. Und die Kontinuität, die Kohäsion, die Sinnhaftigkeit des Denkens ist das Wasserelement. Energie ist nicht einfach nur da, sondern überall gibt es Zusammenhänge, ein Zusammenwirken. Und diese Kontinuität des fließenden Wandels, das ist das Wasserelement. Wir spüren das Wasserelement im Mund. Es macht die Gelenke geschmeidig. Es kleidet den Verdauungstrakt aus, nimmt die Nahrung auf, transportiert sie. Es wird für Kontinuität gesorgt. Unsere Haut, da ist ganz viel Wasser drin. Wenn das Wasser abnimmt, wird sie faltig. Und das ist im Alter so, weil das Windelement stärker wird. Das Windelement trocknet aus, so wie der Wind draußen. Ein Wechselspiel der Elemente. Und da ist die Stabilität des Geistes, die Stabilität des Körpers, die immer verlässliche Dimension des So-Seins.
Die Nahrung selbst hat Erdelemente in sich und alle anderen Elemente auch. Verdauung dominiert das Wasserelement. Das Verdauungsfeuer, das ist das Feuerelement. Die Bewegungen hin in alle Zellen haben wir dem Windelement zu verdanken, mit dem Wasserelement zusammen und all den anderen, und alles findet im Raum statt. Jede Zelle braucht Raum für die Zellatmung, braucht Raum, um sich zu entwickeln. Bei unserem Geist ist es genauso. In der Stille des Denkens, da gibt es so eine Ahnung von dem Raum der Möglichkeiten. In der Stille des Denkens, da kriegen wir eine Ahnung, dass jetzt alles entstehen kann. Jede geistige Regung kann sich zeigen. Das ist der Dhamma Dhatu, der Raum der Phänomene. Der Raum aller Möglichkeiten, unbegrenzt. Und dieser Raum ist dynamisch, hat eine Kreativität, finden Bewegungen statt. Die Bewegung selbst, das gestaltende Element, das ist das Wind, die Windenergie. Die klar unterscheidende Kraft des Bewusstseins, das ist der feurige Aspekt, der Lichtaspekt des Bewusstseins. Und dass all die Erfahrungen unseres Lebens kontinuierlich zusammenhängen, dass es eine Kontinuität des Gewahrens gibt. Das ist das Wasserelement. Völlig unbehindertes Entstehen im Raum der Möglichkeiten von immer neuen Lebenserfahrungen. Und dass all diese Erfahrungen keine Substanz haben, dass sie nicht fassbar sind, dass sie von leerer Natur sind, das genau ist das absolut Verlässliche und das ist das Erdelement im Bewusstsein. Raum aller Möglichkeiten, Kontinuität des Erlebens, Wasser, nicht fassbare Natur, total verlässlich, gleich für alle Phänomene, ist die Erde. Das klar unterscheidende Wahrnehmen ist das Feuerelement. Und das Gestaltende, sich Bewegende ist das Windelement.
Und es macht schon Sinn, das Bewusstsein als 6. Element in die Reihe mit hineinzunehmen, weil ohne Bewusstsein würden wir die anderen 5 gar nicht wahrnehmen. Jetzt bin ich noch eine Weile still und ihr dürft dem so auf eure Art nachspüren, welche Elemente ihr gerade bemerkt, welche Aspekte gerade spürbar werden.
Ja, ganz vielen Dank. Das Anliegen des Buddhas war, dass wir mit dieser Sicht auf die elementaren Kräfte weniger identifiziert sind. Dass wir merken, dass dieser Körper und unsere Existenz, dass das ein Spiel von Kräften ist, ein Spiel von Energien. Ja, Bewusstsein hat einen Einfluss darauf, aber auch das Bewusstsein anderer. Und es wirken so viele Kräfte, so viele Kräfte, die wir gar nicht in die Hand haben. Das Ich wird so klein und es kann bei der genauen Betrachtung, es kann einfach verschwinden. Es sind einfach Kräfte, die wirken. Und diese nicht persönliche Sicht der Welt, unseres Universums, also unserer Welt, das ist unglaublich hilfreich. Diese Meditation der Dhatus, jetzt dieser 6 Elemente, gehört in dieselbe Kategorie wie die Meditation über die Skandhas und über die Sinnesfelder und so. Das sind so hilfreiche Weisen zu entdecken, damit all das hier funktioniert. Da braucht es ja gar kein Ich. Da braucht es nicht noch eine solide Instanz, die ist ja gar nirgends zu finden. Das sind alles Kräfte, die wirken. Und das tut wahnsinnig gut. Das bereitet als Teil der Shamatha-Praxis, bereitet das den Boden für tiefere Einsicht. Es ist ohnehin so, dass alle Shamatha, alle Einsichtsmeditationen, alles Vipassana, was wir praktizieren, das findet sowieso innerhalb des Shamatha statt. Alles bewusste Anwenden von Vipassana, die Methodik, das Hinschauen, das Untersuchen, das alles ist etwas, was wir mit dem dualen Geist machen, dem dualistischen Geist. Und die Wirkung davon, dass es uns öffnet und wir ins Loslassen kommen, das ist das eigentliche, echte Vipassana. Und das kann so durch diese Meditation der Elemente auch entstehen. Jetzt machen wir eine kleine Pause, also eine richtige. Wir treffen uns wieder um 10 nach 10 und schauen mal, wie es dann weitergeht. Und weiter geht's. Also, erstmal als Hinweis für euch. Da haben dankenswerter schon 2 von euch den Link für den Vortrag in Bern in den Chat gestellt. Den müsstet ihr euch rauskopieren, okay? Wenn ihr da am Donnerstagabend teilnehmen möchtet. Das veranstaltet die Dharma-Gruppe Bern, Reiterstraße. Wo wir schon dabei sind, die Zeit. Es ist doch eine 19 Uhr. Heute Abend habe ich die Palästinenser, aber die sind nicht öffentlich. Und dann ist der Tobias offenbar dabei, die Videos vom Tag, die ich abends hochlade, jeweils zu bearbeiten und auf den YouTube-Kanal von Ekayana zu stellen. Ja, also da müsst ihr unter YouTube einfach Ekayana-Institut eingeben, dann findet ihr die. Es gibt also keine RAW-Videos oder Audios, sondern es gibt bereits leicht bearbeitete oder gut bearbeitete, ich weiß nicht, wie viel Zeit sich Tobias dafür nimmt, die bereits auf YouTube zu finden sind. Also den ersten Tag habe ich schon gesehen und der Rest folgt. Und dann war noch eine Frage von Magdalena. Magdalena, du hast gefragt, die Bemerkung gestern von mir hat dich überrascht, dass man sich seine Hauptpraxis aussuchen soll, denn du hättest ja Mahamudra als Hauptpraxis. Nun kriegst du vielleicht mit,
was für ein Riesenfeld Mahamudra ist. Und innerhalb dieses Feldes von Mahamudra, Stilmeditation, also Meditation im Stil des Mahamudra, da wäre es gut, wenn du jeweils wüsstest, was du praktizierst. Ob du zum Beispiel das Hauptaugenmerk auf Shamatha-Praxis richtest, was ich dir sehr empfehlen würde, mit einem Schuss Einsicht dabei und wie du das genau machst. Und das machst du natürlich in Absprache mit einem Lehrer, einer Lehrerin, erstmal nach eigenem Gutdünken und dann kannst du ja mal kommen und deine Erfahrungen besprechen und schauen, ob das so passt. Dafür sind wir Lehrer ja da, um genau in dieser Wahl der Art und Weise des Meditierens euch zu beraten. Und dann hat die Antje Padmaketu eine Frage geschrieben in den Chat. Dir sei aufgefallen, dass diese Elemente ja mit den 5 Jinas, den 5 Buddha-Familien zu tun haben. Ja klar, das ist eine Standardunterweisung im Mahamudra. Man nennt das die 5 Aspekte zeitlosen Gewahrseins. Und durch die habe ich euch vorhin hindurchgeführt. Da gibt es auch ausführlichere Unterweisungen von mir. Und tatsächlich sind diese 5 Elemente, die können den Buddha-Familien zugeordnet werden. Und wenn man das so macht, dann könnte man sagen, ich gehe da jetzt nochmal mit euch durch. Es gibt jetzt nochmal eine kleine Erklärung zu diesen 5 Elementen und den 5-fachen zeitlosen Gewahrsein, den 5 Aspekten. Ich habe es unterschlagen, weil es den Intellekt zu sehr angeregt hätte während des Meditierens. Deswegen habe ich das nicht weiter ausgeführt. Also, wenn wir mit dem Raum anfangen, dann sind wir im Dhammadhatu-Gewahrsein. Das raumgleiche Gewahrsein. Und das würden wir in dieser Darstellung, könnten wir das zum Beispiel Vairochana zuordnen. Zwischen Vairochana und Akshobhya gehen die Tantras immer so ein bisschen hin und her. Und das spiegelgleiche Gewahrsein, das ist diese kontinuierliche Fähigkeit des Spiegels, immer das zu reflektieren, was als nächstes kommt, ohne irgendeine Behinderung. Und diese unbehinderte Natur des Geistes, diese kontinuierliche Kraft, gewahr zu sein, das ist das Wasserelement und würde hier Akshobhya zugeordnet. Ja, Raumelement würde man in dem Fall blau darstellen und Wasserelement weiß, weil wenn Wasser schäumt, ist es weiß. Und das Gewahrsein der Gleichheit oder der Gleichwertigkeit aller Phänomene, also das Gewahrsein der leeren Natur aller Phänomene, ist das absolut Verlässlichste des Universums. Darauf können wir unsere Praxis bauen und das ist das Erdelement. Das wird Ratnasambhava zugeordnet. Und also die gelbe Buddha-Familie, denn Erde in Indien, auch bei uns, Erde wird gelblich, wenn sie ganz trocken wird. Ja, dann kriegt sie einen gelblichen oder einen Ockerton, je nachdem natürlich, wo wir sind. Und das Feuerelement, diese Vitalität, dieses lichthafte, erkennende, alles unterscheidende Element, das ist die allunterscheidende Weisheit oder das allunterscheidende zeitlose Gewahrsein. Das ist das Feuerelement und wird Amitabha zugeordnet. Rot. Und diese Aktivität, dieses Gestaltende, das wird der Karma-Familie zugeordnet, also Amoghasiddhi, ist grün. Grün, weil man Wind an sich bewegenden Blättern und Grashalmen erkennen kann und die sind halt grün. In der Natur, das was bewegt wird durch den Wind, das ist grün. Und natürlich kann man diese 5 Aspekte des zeitlosen Gewahrseins auch dem Auflösen von Emotionen zuordnen. Man kann sie den Skandhas zuordnen. Das alles ist möglich, sprengt jetzt aber vielleicht ein bisschen den
Rahmen unserer Unterweisung. Aber ich sage es kurz, okay. Raumelement auflösen mangelnden Gewahrseins. Das ist die Unwissenheit. Wasserelement, dieses spiegelgleiche Gewahrsein, das ist genau das, was es braucht, um Ärger, die Blockaden von Ärger und Wut aufzulösen. Das Gewahrsein der Gleichwertigkeit aller Phänomene, der gleichen Natur aller Phänomene, das ist genau, was es braucht, um Stolz aufzulösen. Und das fein unterscheidende Gewahrsein im Bewusstsein der leeren Natur, das ist das, was Begierde auflöst und zu einer tiefen Wertschätzung führt, ohne in ein anhaftendes Unterscheiden zu verfallen. Und diese gestaltende, frische Kraft der Karma-Familie, das gehört zum allvollendenden Gewahrsein. Und zwar ist das die Auflösung von Eifersucht. In der Eifersucht, im Neid, Eifersucht, Rivalität, ist es nie gut genug. Und das allvollendende Gewahrsein, das sieht die Perfektion der jetzigen Erfahrung. Da gibt es nichts mehr zu verbessern. Und der Ausstieg aus dem Verbessermodus, das ist die Kur für Eifersucht und Neid. Es gibt nichts mehr zu verbessern. Es ist keine Aktivität, dass man etwas machen muss, auch wenn zum Beispiel die grüne Tara für so eine Aktivität steht. Die Tara ist nicht dabei, Samsara zu verbessern. Die Tara ist dabei, jedem zu zeigen, dass sie schon erwacht sind, dass man gar keine Angst zu haben braucht, dass der jetzige Moment des Erlebens ein perfekter Moment des Erwachens sein kann. Das ist, was Tara macht. Sie ist nicht ständig dabei, irgendwelche Häuschen zu bauen oder, ja, also das ist so, ja, das ist nicht ihre Aufgabe, sondern sie zeigt, und das ist die allvollendende Kraft, sie zeigt die Vollkommenheit des Seins. Okay, das war ein kleiner Exkurs in die Elemente, die Buddha-Familie und die Emotionen. Dazu gibt es Unterweisung. Ich habe es auch ein bisschen angedeutet im Buch Buddhistische Psychologie, da findet ihr auch einen kleinen Abschnitt dazu. Wir haben, glaube ich, auch was in die Mediathek gestellt dazu. Und im Griechenland-Kurs, da gab es mal das aus Kalamaki, da gab es mal eine längere Passage auf Englisch dazu. Okay, und jetzt geht es weiter mit unserem Thema hier. Als 5. Option gibt uns Dakpotashi Namgyal die Sammlung mit dem Ein- und Ausatmen, wie etwa durch das Zählen des Atems oder das Beobachten des Ein- und Ausatmens, und bedeutet eigentlich, dass wir den Geist frei von Ablenkungen halten. Das haben wir jetzt schon sehr schön praktiziert. Wir haben eine Einführung in die Atemmeditation gehabt. Ich glaube, es war gestern. Hier geht es vor allen Dingen darum, sich eine Methode zu erarbeiten, mit dem wir den Sofortausstieg aus Emotionen praktizieren können. Es geht hier gar nicht um die 4 Stufen von Anapanasati. Eigentlich geht es an dieser Stelle darum, dass wir, wenn wir aufgewühlt sind, emotional aufgewühlt sind und merken, wir drehen uns im Kreis. Wir sind zwanghaft in unserem Denken unterwegs, unsere Emotionen werden stärker. Je häufiger ich an die Situation denke, desto aufgewühlter werde ich. Ich sage Stopp und ich brauche eine Methode, um mich da rauszuholen. Und das machen wir jetzt, ganz kurz. Wir zählen jetzt einfach mal den Atem, ganz banal. Wir brauchen das, wir brauchen eine Methode und der Atem ist ja immer da.
Oh, ich erinnere mich noch so, wir hatten ja mit Irene diese Stoppvereinbarung. Wenn wir uns genervt haben im Retreat, dann konnte einer von uns die rote Stoppkarte ziehen. Es war keine Karte, es war nur eine Hand. Stopp! Und dann war klar, keine Diskussion mehr, jeder geht auf seinen Meditationssitz. Und in der ersten Zeit war die beste Praxis, egal wie ärgerlich ich war, ein- und ausatmen. Ja? Und das hat uns vor viel Streit bewahrt, vor viel Verwicklungen. Und das machen wir jetzt, obwohl wir gerade gar keine starke Emotion haben. Einfach, dass ihr mal wisst, wie es geht. Ein und aus zählt als 1. Ein und aus 2. Ein und aus 3. Und wenn Gene Rinpoche das mit uns gespielt hat, also er hat es nicht gemacht mit uns, hat er gesagt, und immer wenn du die Zahl vergisst, fängst du wieder bei 0 an. Ne? Fängst du wieder bei 1 an. Wir machen jetzt mal 21. Ganz dicht dranbleiben, keine anderen Gedanken. Wir haben natürlich unterschiedliche Atemgeschwindigkeiten. Bei mir waren das jetzt gerade 21. Und wenn ihr das voller Energie macht, richtig, da braucht es dann Konzentration, wenn wir in der Emotion sind. Da ist echt Konzentration nötig. Dann fällt es euch schwer, nach den 21 die Emotion wiederzufinden. Okay? Darum geht es. Und wir brauchen diese Fähigkeit des Sofortausstiegs. Das ist unsere Notbremse. Das brauchen wir für die starken Emotionen. Und wir können es dann auf viel sanftere Art und Weise benutzen, um, wie schon beschrieben, durch Stimmungen hindurch zu atmen und
ausreichend Energie in der Atembewusstheit zu haben, um uns nicht zu verhindern. Das können wir dann für sehr viel subtilere Geisteszustände verwenden. Aber ich wünsche jedem von uns die Fähigkeit, das jederzeit anwenden zu können. Wenn wir abends nicht einschlafen können, machen wir das. Und natürlich brauchen wir das nicht verkrampft zu machen. Es reicht aus, unabgelenkt zu bleiben. Das ist alles. Und jederzeit das anwenden können. Wisst ihr, so 21 Atemzüge, 3 Minuten, oder? Kriegen wir doch hin. 3 Minuten drauf verzichten, weiter über das Thema nachzudenken. Kriegen wir doch hin, oder? Ist doch so schwierig nicht. Und dieser Verzicht darauf, sich weiter mit dem Thema zu befassen, das ist die Kraft, die geschult wird. Darum geht es. Die Möglichkeit auszusteigen, wenn wir das hinkriegen, dann mit so einer Atemübung, dann kriegen wir es mit der Zeit auch einfach so hin. Weil wir die innere Bewegung kennen, wie das geht, das eine Thema loszulassen. Hier nehmen wir jetzt noch die Atemaufmerksamkeit als anderes Thema, auf das wir fokussieren. Später können wir loslassen, ohne überhaupt einen anderen Fokus wählen zu müssen. Darum geht es im Mahamudra. Das andere ist eine Vorübung. Okay. So viel dazu. Alles andere hatten wir ja schon besprochen. Es gibt sehr, sehr viele Arten, den Atem einzusetzen, aber wir hatten mit dem Anapanasati schon etwas sehr Umfassendes kennengelernt. Es gibt im Mahamudra ganz bewusst auch Prana-Übungen, also Übungen, so wie es Nadi Shodhana in der Yoga-Praxis, des Reinigens durch die Nasenöffnungen. Es gibt die Vasenatmung, die Kumbhaka-Atmung. Es gibt die Retention beim Einatmen, die Retention nach dem Ausatmen. Es gibt Verlängerung der Übergänge. Es gibt eine ganze Reihe Pranayama, also Atemübungen, die auch ins Mahamudra Eingang gefunden haben. Aber das ist jetzt hier nicht, ich will es nur erwähnen, der Vollständigkeit, aber es ist hier nicht Anliegen der Unterweisung, darauf weiter einzugehen. All diese Pranayama-Übungen im Mahamudra werden so ausgeführt, dass es nicht um das Erreichen eines Zieles geht, sondern nur um ein Gewahrsein im Moment. Es geht um die Erhöhung des Gewahrseins und sie dienen alle als Methoden, um leichter ins Mahamudra zu finden, also ins natürliche Sein. Es geht nicht um irgendwelche sonstigen Ziele. Und deswegen wird es sehr wenig gelehrt, weil sobald man das ein bisschen öffentlich lehrt oder Schülern gibt, die ihren Ehrgeiz noch nicht ihren spirituellen Ehrgeiz noch nicht aufgegeben haben, dann werden die Methoden auf samsarische Art und Weise eingesetzt. Mit Wollen, mit Vergleichen, mit resultatorientiert, so. Ne? Und dann ist es kontraproduktiv. Jetzt gehen wir weiter in einen herausfordernden Bereich, die Meditationsobjekte der intellektuellen Analyse. Seite 47 im deutschen Text, den ich euch da hochgeladen habe. Und das heißt unten auf Seite 49 im englischen Text Objects of Meditation for Expertise, um ein Experte zu werden. Eigentlich ist damit gemeint, um ein Wissender zu werden. Jemand, der Durchblick hat. Das ist mit Experte gemeint. Und tatsächlich handelt es sich bei diesen Methoden, die im Shamatha angewendet werden,
handelt es sich um den Beginn der Einsichtsmeditation. Das hatten wir ja schon beim Fokussieren auf abhängiges Entstehen und so. Und hier schreibt Dakota Shinamka, die Meditationsobjekte intellektuelle Analyse ermöglichen es, die Annahme eines persönlichen Selbst zu widerlegen, das weder außerhalb noch als Ganzes noch als Teil des Khandhas, in den Elementen und so weiter existiert. Hier gibt es wiederum 5 Unterarten. Die intellektuelle Analyse der Daseinsgruppen erkennt, dass es nur diese 5 Aggregate gibt und kein real existierendes Selbst und auch nichts zu mir Gehörendes. Wir werden das natürlich jetzt praktizieren, aber nicht sofort, sondern es braucht wieder eine kleine Erklärung. Dieses Verständnis von unserem Sein als eine Summe von vielen geistigen Aktivitäten, die stattfinden, ohne dass es sich in diesen Aktivitäten, dass sich da ein Zentrum finden ließe. Das ist, worum es geht. Es geht um diese Erkenntnis des Kein-Zentrums, was auf Buddhistisch heißt Nicht-Selbst. Ja? Also kein Wesenskern, nichts unwandelbar Ewiges, was im Zentrum des Geschehens stehen würde. Und was irgendwie der Besitzer der Gedanken wäre, derjenige, der sieht, derjenige, der hört, der fühlt und so. Es gibt Fühlen, es gibt Sehen, es gibt Hören. Aber so ein Jemand, ist der da irgendwo zu finden? Okay. Es braucht, um das in der Meditation anwenden zu können mit Nutzen, braucht es natürlich eine Kenntnis von dem, was der Buddha da beschrieben hat. Der Buddha saß im Wald und ihm wurde die Frage gestellt, ob es ein Atman gibt. Sagt er, nö. Also eigentlich nein, aber es kommt darauf an, wie du es siehst. Also es ist so wie mit diesen Holzhäufchen da drüben. Da lagen so, die Holzfäller hatten Holze aufgestapelt. Es ist so wie mit diesen Holzhaufen. So ist es mit unserem vermeintlichen Atman auch. Da gibt es das Wahrnehmen von Formen und da gibt es eine Form, in der wir unterwegs sind und da gibt es Formen, Klangformen, da gibt es Denkformen, da gibt es visuelle Formen, ja, und es gibt das Wahrnehmen von all dem. Da gibt es ein Empfinden, da gibt es Gefühlstönungen, die entstehen, ein angenehm Empfinden, ein unangenehm Empfinden, weder noch. Ja, und es gibt ein Unterscheiden, jede Menge Unterscheidungen. Es gibt jede Menge gestaltende Prozesse. Es gibt jede Menge verschiedene Bewusstseinszustände. Das ist so, als würdest du die alle auftürmen. Das ist so ein riesen Holzstapel mit ganz vielen Hölzern. Wenn du denkst, dass ein Gedanke ist so ein Gestaltungsfaktor, ja, so eine visuelle Form ist so ein visuelles Wahrnehmen. Und du hast immer mehr Hölzchen da auf deinem Stapel. Und wenn du dir diese Hölzchen genauer anschaust, dann bestehen sie doch wieder nur aus Fasern. Und diese Fasern, die lösen sich auch noch die kannst du zerreiben. Alles löst sich auf. Und so ist das mit unseren geistigen Prozessen auch. Du denkst, es gäbe einen Gedanken. Du denkst zum Beispiel, morgen gehe ich den und den besuchen. Und du hältst das für einen Gedanken. Und wenn du dir diesen Denkprozess anschaust, merkst du, der setzt sich zusammen aus der Idee von einem Ich, von der Idee von einem Weg, aus der Idee von jemandem anders.
und dass es da einen Besuch gibt und was da stattfinden könnte. Und jede dieser Elemente, die Idee von dem Ich, die Idee von dem Weg, die Idee von der Begegnung und was da stattfindet, kannst du weiter untersuchen. Und du merkst, dass lauter ineinandergreifende Prozesse das ausmachen, was du den Gedanken an diesen Besuch nennst. Oder du denkst an deine Mutter. Aber Mutter, weißt du, was da alles mitschwingt, wenn du an deine Mutter denkst? Das ist ja unendlich, was da an Assoziationen alles mitschwingt. Und bei jedem was anderes. Das ist nicht ein Gedanke. Da ist eine Bewegung. Und die Bewegung ist zusammengesetzt. Und so ist das mit allem. Du hast bei deinem Denken an die Mutter, denkst du an eine Form, an Formen, an Klang und Berührungsformen, an visuelle Formen, die du mal erlebt hast. Du hast damit angenehme und unangenehme und neutrale Gefühle, die damit einhergehen. Und du unterscheidest sie von allen anderen Menschen, die nicht deine Mutter sind. Du unterscheidest sie von Vater, von Geschwistern, von und. Und da sind so viele Gestaltungsprozesse. Und jetzt gerade, was ist die Gestaltung, die dich dazu bringt, jetzt an deine Mutter zu denken? Was ist jetzt der Anlass? Was gestaltet jetzt gerade diesen Prozess des Denkens an eine Mutter, die ja ein inneres Abbild von dir ist, durchwoben von all diesen anderen Kräften? Und du erlebst verschiedene Bewusstseinszustände, die ineinander übergehen, wo das Fühlen, Denken, Spüren, Hören deiner Mutter sich weiterentwickelt und und irgendwann hört es auf und geht in das Spüren von etwas anderem über. Aber den Gedanken an die Mutter gibt es nicht zu finden. Und so ist das mit allem im Leben, woran auch immer du denkst, worauf auch immer deine Aufmerksamkeit fällt, immer sind diese Prozesse aktiv. Und diese 5 Prozesse des Wahrnehmens, Empfindens, Unterscheidens, Gestaltens und Bewusstsein. Diese 5 Prozesse beschreiben die Summe all der Prozesse, mit denen wir uns identifizieren als Ich. Wir denken, wir wären das. Das bin ich. Ich bin das, was ich erlebe. Ich bin das, was ich mag. Ich bin das, was ich kenne und unterscheide. Ich bin meine Erfahrung. Ich bin meine Gefühle. Das Gestalten sind Gefühle. Ich bin meine Gedanken. Ich bin das Bewusstsein. Ich bin das, was in meinem Bewusstsein passiert. Das ist so. Und bitte in der Meditation untersuch das doch mal. Das ist die Aufgabe. Okay? Darum geht es. Diese Hypothese, dass ich das alles bin, zu untersuchen. Das ist eine reine Hypothese, die sich bewährt. Im Alltag so, ich komme dich besuchen, ich und du, klare Hypothese, ich komme vorbei und das ist alles so im logischen, konventionellen Bereich. Aber einer genauen Analyse hält das nicht so ganz stand. Da gab es dann buddhistische Praktizierende, die haben versucht, das Wörtchen Ich zu umgehen. Eine Katastrophe. Die haben dann davon gesprochen, dieser Skanda-Prozess, dieser Prozess der Daseinsfaktoren wird morgen zu dir, diesem anderen Skanda-Prozess kommen. Ja, dieser Geistesstrom hat Hunger. Ja, er wäre wohl bereit, etwas zu essen zu akzeptieren. Furchtbar kompliziert. Ja, also das konventionelle Ich wird nicht in Frage gestellt, nur ob es das wirklich gibt. Und das schauen wir uns jetzt an. Also macht euch bereit für eine kleine Reise ins Universum der Daseinsfaktoren, der Daseinsgruppen.
Zunächst mal kümmern wir uns darum, überhaupt in einem gelösten, einigermaßen ruhigen Geisteszustand anzukommen. Wir spüren, wie wir so da sind. Wir brauchen nicht aufzuhören zu denken. Wir nehmen nur wahr, wenn da Denken stattfindet und wenn jetzt so ein Hinspüren stattfindet, wir nehmen es wahr. Ich werde jetzt mit euch auf eine Reise gehen durch die 6 Sinne, die 6 Sinnesfelder und dabei gleichzeitig die Skandhas, die Daseinsgruppen beschreiben, euch darauf aufmerksam machen. Beginnen wir mit den Sinnen der Körperwahrnehmung. Wir spüren Empfindungen. Das, was wir spüren, das nennen wir das Wahrnehmen von Formen. Ein Jucken, ein Kribbeln, das ist die wahrgenommene Form. Und da gibt es ganz viele solche Formen körperlicher Wahrnehmung, die jetzt gerade im Bewusstsein aufsteigen können. Formen körperlichen Erlebens in der Stirn, im Nacken, in den Schultern, im Bauch, im Rücken, in den Beinen und nicht nur an den verschiedenen Orten, sondern am selben Ort haben wir unter Umständen verschiedene Formen des Erlebens. Wenn ich zum Beispiel meinen Kopf nehme, dann habe ich im Kopfbereich, im Gesicht, im behaarten Bereich, auf dem Scheitel, im Nacken, verschiedenste Formen des körperlichen Erlebens, die da wahrgenommen werden können. Allein schon, was alles in den Augenlidern zu spüren ist oder in den Lippen, in der Zunge, in der Gesichtshaut, an den Haarwurzelansätzen. Und wenn wir diese Formen wahrnehmen, dann gehen damit Gefühlstönungen einher. Vielleicht gibt es Gefühlstönungen,
im Körper als Ganzes oder jetzt mal einfach im Kopf bleibend, die schon ein bisschen unangenehm sind. Andere Gefühlsdehnungen werden vielleicht als angenehm empfunden. Vielleicht ein Lufthauch oder das Gefühl der geschlossenen Augenlider. Die ausreichende Feuchtigkeit im Mund. Und dann gibt es viele Empfindungen, die sind weder angenehm noch unangenehm. Die haben bisher noch keine Einstufung erfahren. Wir würden sagen, die sind neutral. Das ist das zweite Skandha der Gefühlstönungen oder Empfindungen. Und dann haben wir bereits den Prozess des Unterscheidens benutzt. Wir unterscheiden Orte, wo wir fühlen. Wir unterscheiden Gefühlsqualitäten, können ein Jucken von einem Vibrieren unterscheiden, von einem Ziehen, Hitze von Kälte. Und wir unterscheiden die ganze Zeit auch in einem Sinne von ist vertraut oder ist nicht vertraut, ist neu. Wenn unsere Unterscheidung sagt, das gehört alles zum Normalen, zu den normalen Empfindungen, dann entspannt sich etwas. Und wenn da jetzt eine Fliege landen würde und das wäre was Neues, das würde unterschieden als ein neu auftretender Event, so ein Ereignis, dann würde der Gestaltungsprozess, das vierte Skandha Adrenal, kann ich mich weiter entspannen, muss ich was tun, möchte ich sie fortscheuchen? Oder was ist das überhaupt? Das wäre wieder unterscheiden. Der Aspekt des Gestaltens, der gerade stattfindet, ist zum Beispiel, dass wir wandern mit der Aufmerksamkeit, dass wir bewusst von der Oberlippe zum rechten Ohr wandern können oder zum linken, zum Nacken. So gestalten wir. Wir gestalten aber auch im Verweilen. Wenn wir uns sagen, ich verweile jetzt auf der Stirn. Das Richten der Aufmerksamkeit, ob verweilend oder bewegend, ist bereits ein Gestalten. Wenn ich etwas kommentiere, wenn ich das Jucken auf meiner rechten Wange kommentiere und es als Jucken benenne, dann ist das sowohl ein Unterscheiden und auch der Prozess des Benennens, was schon ein Gestalten ist. Das könnte dazu führen, dass ich mich kratze, was ein noch stärkeres Gestalten ist. Es wird als unangenehm eingestuft und führt zu einer Reaktion und dann versuche ich zu schauen, dann fühle ich wieder, ob sich die Formwahrnehmung geändert hat, ob jetzt das Jucken vorbei ist. Und es ist sowas von selbstverständlich, dass wir während dieser Reise durch die Körperempfindung schon sehr viel verschiedene Bewusstseinsmomente erlebt haben. Sehr viel verschiedene
Färbungen, Tönungen im Bewusstsein. Diese Prozesse sind fast kontinuierlich aktiv. Wahrnehmen, und dann fast automatisch folgt auf das Wahrnehmen ein Einstufen in angenehm, unangenehm, weder noch. Und immer wenn es etwas stärker wird, findet ein Unterscheiden statt. Nicht immer findet ein weiteres Gestalten statt. Da können wir entspannen. Aber die Bewusstseinszustände, die wandeln sich kontinuierlich. So wie das Wetter. Feine Veränderungen des Gestimmtseins, abhängig von den Kräften, die gerade aktiv sind. Gehen wir doch zum Hören. Hören musstet ihr die ganze Zeit ohnehin schon. Das Wahrnehmen der Klangimpulse. Das ist die Form, das sind die Formen des Hörens. Wenn wir das Wort hören nehmen, dann besteht es aus dem angehauchten H, was hinübergeht ins Hö, gefolgt von einem weiteren Klang, einer Klangform der R, hören, hören, und hinten folgt noch das N. Also das Wort hören ist zusammengesetzt aus einer Klangfolge. Hören. Diese Formen, diese Klangformen werden wahrgenommen. Die Klangqualität, wie die Sprache, also wie die Töne rüberkommen und die Inhalte dann dessen, was wir da unterscheiden und verstehen, sowohl die Klangqualität wie auch die Klanginhalte, die Klanginterpretation, werden als angenehm, unangenehm oder weder noch empfunden. Wenn jemand eine angenehme Stimme hat, dann ist die Grundstimmung vielleicht, dass es angenehm ist. Wenn er etwas Unangenehmes sagt, kann das sehr schnell und sofort unangenehm werden, weil dann die Inhalte dominieren. Beim Hören von solchen Klängen findet ein Unterscheiden statt. Ich kann menschliche Stimme von Autos unterscheiden. Ich
kann diese Klangwellen, diese Klangformen von dem Geräusch meines Computers unterscheiden. Und innerhalb der Klangformen der menschlichen Stimme kann ich Sprache unterscheiden von Summen und nichtsprachlichen Äußerungen. Und innerhalb der Sprache kann ich verschiedene Sprachen unterscheiden. Und in der identifizierten Sprache kann ich Worte, Begriffe unterscheiden, Sätze unterscheiden, Inhalte, eine immense Aktivität. Und bei all dem finden bereits emotionale Reaktionen statt. Zum Beispiel ein Aha, eine Zustimmung, ein Fragezeichen, eine Frage, ein Zweifel, eine Ablehnung. Das sind alles schon Gestaltungen. Dass sich Klangfolgen zu einem Verständnis formen oder einem Unverständnis, das ist alles Gestalten. Und das geht mit einem laufenden Wandel in den Bewusstseinszuständen einher. Und jetzt geht selber mal durch, wie diese 5 Prozesse, diese 5 daseinsformenden Prozesse, die wir Skandhas nennen, wie die aktiv sind, wenn ich nicht spreche. Ich fasse es mal zusammen. Die Klangform, die ich wahrnehme, sind die noch verbleibenden Klänge, wenn die Stimme schweigt. Ich nehme Stille wahr im Vergleich zu vorher, obwohl noch etwas zu hören ist. Dies mag ich als angenehm empfinden oder als unangenehm oder weder noch. Die Unterscheidung hat schon stattgefunden, dass das jetzt Stille ist. Ich unterscheide auch, dass ich nicht zu antworten brauche. Und in diesem Erleben von Stille gestaltet der Geist, wie er jetzt weiter mit diesem Klangerleben umgeht. Wo die Aufmerksamkeit hingeht. Und in dieser Stille gestalten sich
verschiedene Bewusstseinserfahrungen. Es ist eine dynamische Stille. Es ist gar nicht eine Erfahrung von Stille. Also ihr Lieben, wir machen hier eine Pause, damit wir uns nicht überfordern. Ich mache die anderen Sinnesfelder nach der Pause. Es geht um 11:15 Uhr weiter, in etwas mehr als 10 Minuten. Und auf geht es. Ja, aber einfach erstmal noch ein paar Worte dazu. Für unsere Ich-Bezogenheit ist das ja krass frustrierend, sich so als einen Prozess zu entdecken von solchen Kräften, die so unpersönlich sind und irgendwie, wo bin ich denn da in all dem? Wo bin ich denn da? Nicht wahr? Und die Frage schwingt ja im Hintergrund mit. Jetzt gibt es nicht nur diese nüchternen Prozesse des Wahrnehmens, Empfindens, Unterscheidens, Gestaltens und Bewusstseins, die da stattfinden, sondern in dem Ganzen gibt es Möglichkeiten, ohne Ich-Bezogenheit wahrzunehmen, ohne Ich-Bezogenheit zu empfinden, zu unterscheiden, mit dem ganzen Schatz unserer Lebenserfahrung und in ein mitfühlend weißes Gestalten zu gehen, was dann Bodhisattva-Aktivität ist, ohne in Verstrickungen zu landen. Ja, da gibt es Möglichkeiten, wie diese Skanda-Prozesse ganz rein werden können. Und das Bewusstsein wird dann zum non-dualen Bewusstsein, den verschiedenen Erfahrungen des zeitlosen non-dualen Bewusstseins. Man nennt das Reinigen der Skandhas. Eigentlich passiert uns gar nichts in dem Prozess. Das Einzige, was wir verlieren, ist Dukkha. Das Leid geht flöten. Wir wissen nicht mehr, welches Problem wir haben sollen. Das ist das Problem. Ja, wir haben das Problem, frei zu sein, und das ist so schlimm auch nicht. Ja, wir haben nicht mehr die normale Identifikation der starken Anhaftung, Ablehnung. Wir haben nicht mehr diese starken Unterscheidungen, die bis hin zu Sektierertum gehen oder zu totaler Besserwisserei und, ja, ideologischen Vorstellungen. All das fällt ab. Unterscheiden können wir immer noch, aber wir können unterscheiden mit einer unglaublichen Flexibilität, verschiedene Sichtweisen einnehmen. Und im Gestalten rutschen wir nicht zwanghaft in das nicht heilsame Gestalten der Kleshas ab, sondern sind in einem feinen, spontanen Gestalten in Übereinstimmung mit der Situation. Und immer bleibt der Geist eines Buddhas, eines vollkommen Erwachten, bleibt der Geist selbst, also das Bewusstsein, in dieser zeitlosen, nicht greifenden, non-dualen Dimension. Das nur als Ausblick. Also wir brauchen jetzt diese Meditation, dieses Verständnis, brauchen wir als Grundlage,
Eigentlich, um zu verstehen, wie wir uns verstricken und wie wir da rauskommen. Es tut total gut. Es tut total gut, sich als Prozess zu sehen, und wir können uns als Prozess der verstrickenden Kräfte sehen oder als Prozess der Paramitas, der befreienden Qualitäten. Das ist möglich. Und jetzt machen wir weiter. Wir waren jetzt mit dem Körper, mit dem Hören, und jetzt nehmen wir doch gleich das Sehen. Das ist ja jetzt ohnehin aktiv. Wir schauen uns ja gerade auf dem Bildschirm an. Brauchen wir aber nicht zu machen. Wir brauchen gar nicht auf dem Bildschirm zu gucken. Wir schauen einfach, egal wohin, irgendwo im Raum. So, Formen, das ist ziemlich klar, oder? Nur wird es manchmal verwechselt, wenn ich jetzt so darüber schaue und ich meine, einen Türrahmen zu sehen. Das Sehen von einem Türrahmen ist aber schon unterscheiden. Das Formensehen ist diese Lichteindrücke zu sehen. Das sind die Formen der Sehwahrnehmung, diese verschiedenen Lichteindrücke. Und natürlich kommt eine Reaktion von angenehm finden, nicht so angenehm finden oder hat weiter keinen Einfluss. Und wie stark Farben auf uns wirken, wie wohl wir uns fühlen oder nicht wohl, unwohl, das kriegen wir schon mit. So, je nachdem, wie wir die Wände in unserem Zimmer streichen oder welche Kleidung wir tragen oder welche Farben uns begleiten oder einfach wie das Licht jetzt gerade in unserem Raum ist. Das hat einen Einfluss. Das ist Gefühlstönung und führt schon zu anderen Bewusstseinszuständen. Also das Bewusstsein färbt sich ein durch das, was wahrgenommen wird visuell, was für eine Gefühlstönung es auslöst, was wir da unterscheiden. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Blick irgendwo hinfallen lassen, wo es total unordentlich ist, dann unterscheiden wir vielleicht mit einer gewissen, da finden Gestaltungsprozesse statt. Vielleicht lachen wir über unsere eigene Unordnung, vielleicht grinsen wir, dass die ja sowieso niemand sehen kann, weil die Kamera gerade woanders hin zeigt. Vielleicht, da finden so jede Menge, da finden so Reaktionen statt. Und diese ganzen Reaktionen auf das, was wir sehen und unterscheiden, das sind die Gestaltungen. Und es gibt heilsame Reaktionen, der Freigebigkeit, des Nicht-Anhaftens, es gibt ein Haben-Wollen. Wenn der Blick jetzt auf etwas fällt, nehmen wir mal das typische Beispiel bei den Buddhisten, dann fällt der Blick auf so eine Statue von der großen Mutter. Haben wollen. Oder bei denen, die eher nüchtern unterwegs sind, muss der unbedingt eine Statue auf den Altar stellen. Nicht haben wollen. Visueller Eindruck, Gefühlstönung, unterscheiden geht Hand in Hand und schon kommt die Reaktion. Oder es lässt uns unberührt, spielt keine Rolle, weder noch. Das ist die Gefühlstönung weder noch. Und wenn weder noch Gefühlstönungen da sind, dann schließen sich meistens keine starken Gestaltungsprozesse an. Da ist dann noch ein Unterscheiden, aber es findet weder ein Anhaften noch ein Ablehnen statt. Es gibt da einen Gestaltungsprozess, wo wir etwas zum Beispiel sehen. Wir sind ja beim Sehsinn. Wir sehen etwas, aber wir wollen nicht genauer hinsehen. Kennt ihr das? Da huscht so ein E-Mail über den Bildschirm. Wir haben die Überschrift erahnt, da gucke ich lieber erst morgen hin. Das ist dieses Nicht-Wissen-Wollen. Das sind Reaktionen des Nicht-Gewahrsein-Wollens.
Wir sehen etwas, was nicht gut läuft in der Natur oder im Verhalten von Menschen, was wir so beobachten. Und wir hätten es lieber nicht gesehen. Und wir tun manchmal so, als hätten wir es nicht gesehen. Das sind so, oder im Unterbewussten wird etwas ausgeblendet. Da kommen so Gestaltungen des Nicht-Wissen-Wollens hinein. Eigentlich ein Nicht-Gewahrsein-Wollen, würde ich mal sagen, kann man behaupten, ist eine Form von Ablehnung. Warum wollen wir eigentlich nicht gewahr sein? Warum wollen wir nicht alles sehen? Nicht alles mitbekommen? Wir wollen uns schützen. Und so schützen wir uns manchmal vor visuellen Eindrücken, wir schützen uns vor Klangeindrücken, wir schützen uns vor Körper, ja, wir benebeln unseren Geist. Das sind Gestaltungen des mangelnden Gewahrseins. Und jetzt macht doch mal in eurem Zimmer so ein kleines Experiment und lasst den Blick auf sehr verschiedenen Farben oder farbigen Objekten ruhen. Und bemerkt gleichzeitig, wie sich euer Bewusstseinszustand, also wie sich eure Befindlichkeit subtil verändert, einfach indem ihr anderes wahrnehmt. Gibt es in eurer Umgebung eine Blickrichtung, also eine Farb- und Formenkomposition, wo ihr besonders gerne hinschaut? Und jetzt sucht mal das Gegenteil aus, wo ihr besonders nicht gerne hinschaut. Also was ein Unbehagen auslöst. Gibt es vielleicht so etwas bei euch? Es braucht nur subtil zu sein. Also bei mir ich konnte sehr schön was finden. Wenn ich da hochschaue, dann sehe ich den blauen Himmel mit den Bergen durch die kahlen Bäume hindurch. Das finde ich gerade richtig wohltuend. Und wenn ich dahin schaue, schaue ich in so eine seitliche Lampe, die mich da beleuchtet, aber die mir eigentlich zu grell ist, wenn ich da reinschaue. So einfach ist das. Und dann gibt es die ganze Palette dazwischen. Da hinten hängt so ein ganz buntes Buddha-Bild. Da drüben ist ein Spiegel. Ein ganz anderer Bewusstseinszustand, in den Spiegel zu schauen. Ja? Und das ist so, was wir jetzt gerade machen, ist das Erkunden, wie diese 5 Skandhas, diese 5 Daseinsprozesse, wie die aktiv sind, ausgelöst durch unterschiedliche Lichteindrücke. Die dann unterschieden werden, die eine Gefühlstönung auslösen, die eventuell ein Gestalten auslösen, zum Beispiel wie wir uns hinsetzen, wo wir uns platzieren im Raum, das ist ein Gestalten aufgrund der visuellen, taktilen und auditiven Eindrücke. Da platzieren wir uns gerade so, dass es für uns am angenehmsten ist, meistens. Nehmen wir kurz das Riechen und Schmecken hinzu. Gibt es etwas, was ihr riechen könnt?
Gibt es einen Geruch in der Nähe, einen Körpergeruch, einen Duft? Könnt ihr vielleicht die Wände in eurem Zimmer riechen? Genau, ihr könnt etwas vor die Nase halten, so ein Buch, den Buchgeruch oder ein Getränk. Obwohl wir Menschen doch relativ schwach riechen im Durchschnitt, sind Gerüche unglaublich starke Auslöser für Gefühlstönungen. Für angenehm, unangenehm. Mag ich nicht. Wenn wir jemanden nicht riechen können, entsteht keine nahe Freundschaft. In einem Raum, wo uns der Geruch nicht gefällt, wir brauchen nicht unbedingt an die Toilette zu denken, es können andere Gerüche sein. Einige sind sehr empfindlich auf Kochgerüche. Da fällt es uns schwer, uns länger aufzuhalten. Wir kommen ins Reagieren und haben manchmal Mühe, diese Reaktionen überhaupt zu entspannen. Diese Reaktionen sind die Gestaltungen. Und das Ganze sind eine Menge verschiedener Bewusstseinserfahrungen. Wie sich das ändert, wenn der Geruch intensiver wird. Wenn ich zum Beispiel meine eigene Hand rieche und wenn sich der Geruch wieder entfernt. Gleichzeitig verändert sich mein Erleben. Wie sich das Erleben verändert, das nennen wir Bewusstsein. Das ist das 5. Skandha. Und vielleicht habt ihr gemerkt, also ich nehme jetzt wieder mal mich als Beispiel, ich habe die Handfläche zur Nase geführt. Der Geruch, den ich wahrgenommen habe, war deutlich. Das war die Geruchsform. Und dann sind gleichzeitig eigentlich angesprungen das Unterscheiden, ich rieche das Ayurveda-Öl, mit dem ich mich eingerieben habe. Und gerade noch so angenehm. Ja? Gerade noch so, also eine Gefühlstönung, gerade noch angenehm, aber ich wüsste, wenn es ein bisschen stärker wäre, wäre es mir zu viel. Ja, so. Und dann gestalten, ich möchte das nicht die ganze Zeit vor der Nase haben, ich möchte es nicht die ganze Zeit in der Nase haben, also lieber ein bisschen weg damit, ja, sonst wird es mir zu viel. Und dieser Prozess, das war eine Menge Bewusstseinsinhalte, die da so durchgegangen sind. Das ist das 5. Skandha. Schmecken heben wir uns fürs Mittagessen auf, okay? Machen wir dann. Geschmack, angenehm, unangenehm, weder noch, unterscheiden der verschiedenen Geschmacksrichtungen, nicht nur der Substanzen, also der Gemüse oder was ich da so esse, sondern das Unterscheiden von verschiedenen Geschmacksempfindungen, das Gestalten, wisst ihr, wohin die Gabel als nächstes geht, wohin der Löffel als nächstes geführt wird. Das ist eine komplexe Haltung, die einen ganzen Gestaltungsprozess voraussetzt. Das ist nicht eine Gestaltung. Das ist ein ganzes Gestalten im Raum, das dann zu einer Bewegung führt, bis hin zur Befriedigung, das im Mund zu haben, was ich mit dem Löffel angesteuert habe.
ein komplexer Gestaltungsprozess mit vielen Bewusstseinszwischenstufen. Und jetzt schließen wir nochmal die Augen und gehen in den subtilen Bereich der geistigen Wahrnehmung. Wir fragen uns, wie ist der Geist gerade? Wie ist der Bewusstseinszustand und was geschieht da? Und damit das Ganze ein bisschen spannender wird, denk doch mal kurz einen Gedanken. Was habt ihr nach dem Gedanken noch so alles gedacht? Was für Geistesbewegungen waren wahrnehmbar? Denkt nochmal etwas. Was geschieht vor dem bewussten Gedanken und was geschieht nach dem bewussten Gedanken? Ich mache mal mit euch ein Experiment. Beobachtet mal euren Geist schon jetzt. Was passiert, wenn ich ein Experiment ankündige? Ich werde jetzt ein Wort sagen und ihr schaut, was jetzt vorher schon passiert, was während der Klangerfahrung passiert und was danach passiert. Bergspitze. Gondel. Familie. Okay, das reicht als Experiment. Habt ihr die feine geistige Veränderung gemerkt, wie ihr euch vorbereitet habt aufs Experiment? Natürlich habt ihr das Wort erstmal verstanden, dann die Vorbereitung, da kommt jetzt gleich was. Diese Zunahme der Aufmerksamkeit. Dann kam das Wort. War da Überraschung? War da ein, muss ich nochmal hinein, hat er wirklich Bergspitze gesagt? 2 Worte, Berg und Spitze. Und dann gab es Assoziationen. Gab es nicht begriffliche Assoziationen von Bildern? Gab es vielleicht Gefühle? Gab es dann so etwas wie ein Decrescendo? Oder ging das einfach weiter? Gab es Assoziationsketten? Was passierte mit dem unangekündigten zweiten Wort? Gondel. Gab es nach dem Wort Gondel einen vernetzenden Prozess, Bergspitze und Gondel in Beziehung zu setzen zueinander?
Gab es da eine weitergehende geistige Aktivität oder flaute sie wieder ab, kam ihr wieder zur Ruhe? Als dann das dritte unvorbereitete Wort kam, Familie, wie war da eure Reaktion? Wie ist der Geist damit umgegangen? Und jetzt kommt das ganz Spannende. Nur ein kleiner Teil davon war begrifflich. Das sich vorbereiten auf das Wort war eine nicht begriffliche Aktivität des Erhöhens unserer Präsenz. Das Hören war nicht begrifflich, aber das Unterscheiden der Klangfolge war dann begrifflich. Ein Wort hat sich gebildet. Das Entstehen von einem Bild unter Umständen von einer Bergspitze oder auf einer Bergspitze zu sein, eventuell sogar noch mit den Gefühlen dort zu sein. Alles vielleicht mit kleinen Benennungen, vielleicht waren ein paar Begriffe unterwegs, aber vieles war bildlich, war gefühlt. Der Zusammenhang, der mögliche Zusammenhang zwischen Gondel und Bergspitze war auch so schnell da, viel schneller als Begriffe kommen können. Es war eine gefühlte, intuitive, mögliche Verbindung, sogar mit der Frage, meint der jetzt, dass die Gondel auf die Bergspitze führt? Sogar das haben wir so schnell gedacht, dass es gar nicht zu einem ausformulierten Satz unbedingt gekommen ist, sondern könnte Sinn machen. Ja, so. Die innere mögliche Sinnhaftigkeit hat sich angedeutet. Und dann habt ihr noch eure weiteren Geistesregungen gehabt. Und als dann noch das Wort Familie kam, war die Versuchung groß, Familie in einer Gondel auf dem Weg zur Bergspitze zu sehen. War gar nicht intendiert, kam alles spontan. Aber genauso träumen wir. Genauso findet Träumen statt. Es wird im Träumen, werden Bilder, die auftauchen, werden von unserem Bewusstsein, und zwar von dem nicht begrifflichen Bewusstsein, vernetzt. Wer geübt ist im Traum-Yoga, kriegt diese Prozesse des Bewusstseins mit, dass im nicht begrifflichen Bereich alles mit allem vernetzt wird. Nicht begriffliches Denken ist für 99% unserer geistigen Aktivität notwendig und verantwortlich. Das ist unglaublich. Das Denken findet in Impulsen statt, in sinngebenden Aha's, in Bildern, in Gerüchen, in Empfindungen, und die Spitze des Eisbergs kriegt einen Begriff. Ja? Ausflug einer Familie auf den Berggipfel. Ja, so, kriegt was. Da gibt es dann Begriffe. Aber was da alles mitschwingt, ist nicht begrifflich. Und was in unserem Geist alles so passiert, um jetzt gerade diese Sätze zu verstehen, das ist immens. Der Großteil auch des Verstehens von begrifflichen Unterweisungen, der Großteil läuft übers Nichtbegriffliche. Ihr versteht diese Worte nicht, indem ihr nochmal begrifflich drüber nachdenkt. Da werdet ihr viel zu langsam. Ihr versteht sie, während sie am Ohr ankommen, auf eine nicht begriffliche Weise, wo das sofort mit früheren Worten, die ihr gehört habt, mit früheren Inhalten vernetzt wird. Es wird nicht jetzt, während ihr mir zuhört, drüber nachgedacht. Das ist ein nachgeordneter Prozess des Infragestellen des Gehörten, des Fürgutheißens, und so. Da finden nochmal begriffliche Prozesse statt. Aber um so einen Satz zu verstehen, wenn das begrifflich wäre, da wären wir sehr langsam. Wir verstehen Situationen nur durchs bloße Hinschauen. Wir finden noch gar keine Worte für das, was wir da gesehen haben. Wir verstehen sofort, was läuft. Oder meinen es zu verstehen. Und nachher finden wir vielleicht Worte oder finden keine Worte.
Unsere Stimmungen erleben wir sowas von deutlich eigentlich, aber Worte dafür zu finden, fast eine Unmöglichkeit. Allein jetzt schon, was es auslöst, wenn ihr mich so sprechen hört, das kann eine Vielzahl von Stimmungen sein, die wir sind so viele, jeder hat etwas anders gelagerte Stimmungen, Reaktionen jetzt und nur ein Teil sind begrifflich. Die allermeisten sind nicht begrifflich. Und das kennenzulernen, wie diese Skanda-Prozesse nicht begrifflich ablaufen, wie das Unterscheiden nicht begrifflich läuft. Wir können Dinge unterscheiden. Du kannst zwei verschiedene Süßen von Früchten unterscheiden. Du kannst die Süße einer Pflaume von der Süße einer Dattel unterscheiden, ohne dass du es beschreiben kannst. Du kannst Nuancen wahrnehmen in Farben, die so schwer zu benennen sind. Aber du erlebst es ganz genau. Und das ist, worauf es ankommt. Diese Prozesse, diese wahrnehmenden, fein wahrnehmenden, fühlenden, unterscheidenden, gestaltenden Prozesse des Bewusstseins, die halten wir für ein Ich. Wir denken, das wäre ich. Und dabei ist das purer Prozess, die ganze Zeit. Nichts Stabiles zu finden. Gar nichts. Selbst unsere Vorlieben ändern sich im Laufe des Lebens. Selbst unsere Abneigungen ändern sich. Unsere Unterscheidungen ändern sich. Das ist alles ändert sich. Wow. Das wollte uns der Buddha klar machen mit dem Untersuchen dieser Skanda-Prozesse. Und das ist nicht mit einem Mal getan. Skanda-Prozesse, diese Prozesse wahrzunehmen, wird uns immer begleiten beim Meditieren. Und wir werden immer feiner wahrnehmen. Und das ist ein großes Geschenk. Okay, wir werden gleich nochmal meditieren. Ich glaube, wir haben gerade Besuch. Ist das der Atisha, der da gerade kommt? Also, abschließend für heute durch kleine stille Meditation. Die intellektuelle Analyse mag diese 5 Skandhas benennen. Auf der Erfahrungsebene reicht es, sich durch und durch als energetischen Prozess zu spüren.
Ja, vielen, vielen Dank. Das noch. Also, wir werden einige solche Meditationen noch machen, wo wir scheinbar es mit intellektueller Analyse zu tun haben, aber eigentlich haben wir es mit einem Entdecken des Seins zu tun, wie es eigentlich ist. Wir nutzen unseren Intellekt, wir nutzen den, um die irrigen Annahmen über die Wirklichkeit, die der Intellekt selbst erzeugt hat, auszuhebeln. Es ist ein sehr geschickter Prozess. Und zwar ist die intellektuelle Analyse, das ist kein Denken über etwas, sondern diese Art der meditativen Analyse, wir nennen das auch analytische Meditation, die vergleicht mit der Erfahrung. Sie schaut genauer hin und nutzt dann den Intellekt, um zu Schlussfolgerungen zu kommen, die näher an der Wirklichkeit sind, als das, was wir vorher gedacht haben. Wisst ihr, wenn wir jetzt von 5 Skandhas sprechen, das ist auch nur ein Konzept. Man hätte diese Prozesse auch mit anderen Namen belegen können und man hätte sie auch nicht in 5 unterscheiden müssen. Das ist zwar eine ganz gute Einteilung, aber es hat noch niemand die Skandhas gefunden. Okay? Das ist nur eine Annäherung an die Wirklichkeit. Aber die gibt es gar nicht. Die Skandhas, die gibt es nicht. Habt ihr schon irgendwo mal Unterscheidungen gesehen? Die gibt es gar nicht. Das findet statt, aber es bleibt nirgendwo. Findet man eine Unterscheidung, nachdem sie stattgefunden hat? Weg. Versteht ihr? Wir arbeiten bei der analytischen Meditation mit einem ganz genauen Untersuchen. Erstmal müssen die Annahmen der logischen Analyse statthalten. Wenn sie der Logik nicht statthalten, müssen wir sie gleich mal aufgeben. Dann müssen sie in der Erfahrung nachvollziehbar sein. Sie müssen erfahrbar sein. Und die erfahrbaren Dinge, ja, die können wir beschreiben. Das ist so das, was uns die vergangenen Generationen so an Geschenk überliefert haben. Die haben gute Beschreibungen hinterlassen, wie man die Wirklichkeit beschreiben könnte. Und dann macht die buddhistische Lehre etwas, das ist total großartig. Die sagt von all ihren Beschreibungen, dass das reine Lügen sind. Wir müssen jenseits all dieser Beschreibungen gehen. Wir müssen all diese Sichtweisen hinter uns lassen. Sicht ist eins der 6 Wurzelklishas beim Buddha. Ja, nicht irrige Sicht, das machen die Übersetzer, fügen da immer irrige Sicht an, falsche Sicht. Falsche, irrige Sicht ist nur eine Unterform von Sicht. Alle Sichtweisen, alle Meinungen sind Klisha, weil es ein Festhalten ist, an einer Art die Dinge zu sehen und zu benennen. Jetzt glaubt also nicht, dass wir mit den 5 Daseinsfaktoren die Beschreibung hätten, die absolut zutreffen würde. Und genauso ist es. Nein, es ist einfach nur eine Annäherung. Es ist besser, als wenn man von einem stabilen Ich spricht. Von einem dynamischen Ich-Prozess, in dem diese 5 Unterprozesse stattfinden, die dann wieder sich aus ganz vielem anderen zusammensetzen. Ja, das ist deutlich besser. Deutlich besser. Aber wer in die wahre Natur des Wahrnehmens hineinschaut, es ist nicht fassbar, was Wahrnehmen eigentlich ist. Was ist denn nun bitteschön eine Gefühlstönung? Dieses angenehme Gefühl. Wo ist es denn, wenn ich es versuche zu finden? All diese Begriffe, die wir benutzen, die sind leerer Natur. Und das ist so, so wichtig. Ich klicke mich jetzt gerade durch die Bildschirme durch, um die anderen von euch auch noch zu sehen. Bin jetzt auf dem 4. Bildschirm angekommen.
von den Achten hier. Und jetzt freue ich mich, dass ihr reagiert und ich die anderen auch noch sehen darf. Das ist ganz wunderschön. Für mich immer ein inspirierendes Gefühl zu wissen, wer da alles mit zugehört hat. Das ist ganz arg schön. Nicht, dass ich denken würde, ihr wäret wirklich. Gell? Oder seid ihr wirklich? Wie ist denn das mit der Wirklichkeit? Wie ist denn das? Auf den Fuß treten. Ja, einmal auf den Fuß treten. So ging das übrigens auch in den Diskussionen in Nordindien. Das war erlaubt, dem anderen auf den Fuß zu treten, wenn er behauptet hat, er oder etwas sei nicht wirklich. Da durfte man den pieksen. Und das war, denn die konventionelle Wirklichkeit, die wird nie in Frage gestellt. Ja, es gibt uns und wir hören einander zu. Das ist möglich und das ist, was stattfindet. Und doch, wenn man dann genau hinschaut, ist doch nichts zu finden, was genauso bleibt, wie wir es wahrgenommen haben. Und dieses Spiel von relativem, also konventionell Wirklichem und dem, wie es wirklich ist. Das ist, was wir gestern beschrieben haben als die beiden Aspekte der Meditation. Was ist zu beobachten und wie ist es wirklich? Genau darum geht es. Das ist das Zusammenspiel von relativer, bedingter Wirklichkeit und ihrer tatsächlichen Natur. Und diese Untersuchung des Skandhas ist eine der Möglichkeiten, um sich damit vertraut zu machen. Okay? Damit hätten wir es. Jetzt widmen wir noch irgendwie. Gell? Sunam de tam jesing panin topne ne penjanam pam jene kenga na jim palam jumpayi si pen sulen jo wan jo wa shun jampem pavun jita kem padang kunto zampo de yande shinten de da kunjin jesu da lom jenge wan de da tam jeram tungo Sangye kusum ne penjen labdan chene minjur dem penjen labdan Gandun mitjendem penjen labjin jintang o waman lam Jumpasho. Bis heute Nachmittag, wenn ihr Zeit habt, um 3 geht's weiter. So, herzlich willkommen zu unserer Nachmittagsrunde. Lasst uns gemeinsam die traditionellen Gebete singen. Zuflucht Bodhicitta, die 4 Unermesslichen und die Bitte um Segen durch die Übertragungslinie. Sangye chedan tsogin chonam lan janjum badu dani kapsunji dagi jinso jimpe senamji dolam penchi sangye rombhashu Sangye chedan tsogye chonam lan chanjum badu dani kapsunji dagi jinso jipe senamji dolam penchi sangye rombhashu Sangye chedan tsogye chonam lan janjum badu dani kapsunji dagi
jin so jin pesenam ji Rolam penche sang yin tum pai sho Sem chen tam chen deva dan deven yu dan dem pa ju jin dun dan jin ju dan deva ju jin dun me pen deva dam pa dam in deva ju jin Nirin chadan nidan javetanam chempola nipajuji Penden savela marim pochin Dagichi wam pende dhanchola Kadrin chen pengon enje sonte Kosonto gegen drum zahlose. Hallo, Yvonne. Halli. Wir werden uns weiter mit den Meditationsobjekten befassen und wir sind immer noch in diesem Abschnitt Meditationsobjekte der intellektuellen Analyse. Wir sind auf Seite 47 unten in der deutschen Version und also wir kommen nicht arg vorwärts, weil so viel dort zu meditieren ist. Und auf Seite 50 im englischen Buch, in der Übersetzung von Elizabeth Callahan. Und wir kommen jetzt zu der Expertise, zu der intellektuellen Analyse der 18 Sinnesfelder. Das sind auch, die werden auch Dhatus genannt. Das sind eigentlich, das ist eine schöne Übersetzung, 18 Konstituenten persönlichen Erlebens. Das ist kein großes Rätsel, sondern das sind 3 mal 6, das sind die 6 Sinnesobjekte, also visuelle Objekte, Klänge, Gerüche, Geschmäcker, Körperempfindungen und geistige Inhalte. Es sind die entsprechenden Organe, die es braucht, um diese Objekte wahrzunehmen und das nachgeordnete entsprechende Bewusstsein, um das alles dann zu einer Erfahrung weiterverarbeiten zu können. Also zum Beispiel visuelles Objekt, hier diese Lichteindrücke, denn das Auge mit dem Sehnerv, das ist das Organ, und dann der visuelle Kortex, der ermöglicht, dass ein visuelles Bewusstsein entsteht. Und das ist in unserer normalen Existenz, ist das, was wir hier im Menschenkörper so als Grundlage brauchen, um wahrnehmen zu können, in irgendeinem dieser Bereiche. Und es gibt bei jedem dieser Bereiche gibt es subtilere, also gröbere Aspekte und subtilere Aspekte. Im Körperbewusstsein wisst ihr, es gibt klar die grobe Empfindung,
des Spürens unseres Körpers, wie wir sitzen und so. Und dann gibt es feinere und feinere Wahrnehmungen von subtilen Energieströmen. Es gibt über die normale Körperwahrnehmung hinausgehende Wahrnehmung. Das findet auch im Sehen statt. Es gibt manchmal visuelle Eindrücke von etwas, was andere nicht sehen können. Auch da energetische Phänomene. Es gibt Hörphänomene, wo andere nichts hören, wo jemand etwas hört. Also eine Klarsicht, ein klares Hören. Und speziell im Bereich, was wir das geistige Bewusstsein nennen oder das geistige Sinnesfeld, da gibt es so viele Abstufungen von was da wahrgenommen werden kann. Ja, das ist unglaublich vielseitig. Ein bisschen so wie im Körper, wir sagen Körpersinn, körperliches Sinnesfeld, aber da gehört Lagesinn, Gleichgewichtssinn mit hinein, da gehört Temperaturempfinden mit hinein, Druckempfindungen, da gehört die Möglichkeit hinein, Pulsieren und Zellaktivitäten zu bemerken und. Da sind so viele andere, weitere Sinne drunter und so ist es im Geistigen auch. Wir haben Antennen fürs Emotionale, wir haben Antennen für Soziales, also ein in Beziehung sein mit anderen. Wir haben Antennen für Präsenz von etwas, wo wir gar nichts direkt wahrnehmen können. Es gibt so viele Ebenen und natürlich gibt es aktivere Geisteserfahrungen bis hin zu den Dhyanas, zu den Samadhis, den tiefen Meditationen, die den meisten Menschen unbekannt sind. Und dann gibt es die Erfahrungsbereiche des non-dualen Gewahrseins, des non-dualen Bewusstseins. Das alles wird einfach dann in den Geistesbereich hineingetan. Und im Geistigen hat man das auch ein bisschen weiter unterteilt. Man hat dann gesagt, okay, es gibt das direkte geistige Wahrnehmen, dann gibt es das emotionale Wahrnehmen, den emotional verarbeitenden Geist. Dann gibt es so ein Grundgewahrsein, Alaya genannt, Alaya Vijnana, in dem so das, was wir in der heutigen Psychologie oft so das Unbewusste nennen, in dem Eindrücke gespeichert sind, in dem karmische Kräfte aktiv sind. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass dieses grundlegende Bewusstsein, in dem die Samen auch für karmische Reaktionen, für emotionale Reaktionen sind, dass das ganz gereinigt ist und ein reines Grundgewahrsein erfahren wird. Das ist die Erfahrung dann des non-dualen, erwachten Grundgewahrseins. Also ihr merkt, wenn wir hier von 18 Bereichen sprechen, 18 Dhatus, die sich zusammensetzen eigentlich zu 6 Sinnesfeldern, dann ist das eine grobe Orientierung. Und zu bemerken, wie das in der Meditation alles immer so ineinander fließt und wie das ein Gesamtbild unserer Welt ergibt, hilft uns wieder, genauso wie vorher, zu bemerken, dass da eigentlich gar kein Ich notwendig ist, dass es da keine zusätzliche Instanz braucht, damit diese Prozesse stattfinden können. Okay, das war so eine kleine Einführung zu diesem Thema. Es ist ja nicht schwer zu kapieren. Wir sind schon sehr vertraut mit diesen 6 Sinnesfeldern. Man kann noch darüber diskutieren, was es mit diesen Sinnesorganen auf sich hat und ob diese Unterteilung zwischen Sinnesobjekten und Sinnesorganen und Sinnesbewusstsein, ob das letzten Endes so haltbar ist, kann man diskutieren, weil es gibt Menschen, die mit Geistesströmen kommunizieren können, die nicht in einem Körper inkarniert sind. Und da kommen wir dann auf Sonderfälle. Also es gilt jetzt alles hier für den Menschenbereich und für jetzt gerade.
Es ist nämlich nicht gesagt, dass es ein körperliches Sinnesorgan braucht, um sehen zu können. Ja, das ist hier im Menschenbereich eine Voraussetzung. Aber für Lebewesen im Bardo und für Lebewesen in anderen Dimensionen ist das nicht unbedingt eine Voraussetzung. Okay, aber das ist nur so eine Art Anmerkung, eine Klammerbemerkung, um auch wieder euch zu helfen, diese Beschreibung nicht allzu, wie soll man sagen, allzu ernst zu nehmen, nicht allzu sehr zu vergegenständlichen. Es ist eine hilfreiche Beschreibung, die aus der Perspektive des Normalmenschen ganz gut funktioniert. Und jetzt möchte ich mit euch das in der Meditation, Kontemplation ein wenig erforschen. Das ist wieder so eine Reise. Wir sind jetzt gerade bei diesen herausfordernden Meditationsobjekten der intellektuellen Analyse, also eine etwas analytische Meditation. Wie immer, wenn wir uns vornehmen, etwas zu erforschen, kümmern wir uns zunächst darum, eine ausreichende geistige Ruhe und Klarheit zu finden. Nutzen wir wieder unser Körperbewusstsein und hier speziell die Empfindungen des Atmens. Wir lassen die Aufmerksamkeit auf dem Atem reiten, also wir folgen all den Bewegungen und Empfindungen, die da spürbar werden. Und gehen, soweit das jetzt gerade möglich ist, in ein unmittelbares Erleben des Atmens.
Immer wieder kehren wir in die Atemempfindung zurück und das dient vor allen Dingen dazu, unseren Geist etwas zu beruhigen. Ihr könnt auch anderswo im Körper euch verankern. Es geht um ein Vereinfachen unserer Präsenz. Und wir sind jetzt schon im körperlichen Sinnesfeld. Spüren findet statt. Was immer dieser Körper erlebt, durchmacht, zum Beispiel der Kontakt mit der Sitzfläche, ein Luftzug, vielleicht das Gewicht der Arme auf den Oberschenkeln, der Hände, vielleicht das Gefühl, im Rücken aufrecht zu sitzen oder angelehnt zu sein. Das sich Verschieben der Kleidung auf der Bauchoberfläche beim Atmen. All solche körperlichen Sinnesobjekte werden durch die Nervenendigung der Körpernerven, der sensiblen Nerven
wahrgenommen, aufgenommen, weitergeleitet. Und führen zu dem Phänomen, dass wir den Körper in seiner Vielschichtigkeit wahrnehmen können. Das ist das Körperbewusstsein. Wenn wir uns irgendwo drücken, wenn wir einfach mal ein bisschen Druck ausüben oder sich etwas verändert, findet Spüren statt. Es braucht niemanden, der dem Körper sagt, spür jetzt. Immer wenn es zu einem Kontakt kommt, zwischen einem Einfluss in diesem Körper, auf diesen Körper, mit einem wachen Körperbewusstsein, dann kommt es zu körperlichen Empfindungen. Wenn es keine Auslöser gibt, gibt es keine Empfindungen. Wenn das Körperbewusstsein nicht aktiviert ist, wie zum Beispiel im Schlaf oder in Samadhis, findet keine Körperwahrnehmung statt. Und falls das Organ ausgefallen ist oder defekt ist, nicht vorhanden ist, dann findet auch nichts statt. Beim Zusammentreffen dieser drei kommt es zum Erleben von Wärme, Kälte, Druckschwankungen, Bewegungen und so weiter. Ein Ich ist in diesem Prozess nicht zu finden. Es sei denn, ihr findet eins. Schaut doch mal nach. Wir schauen uns das später mal an, ob vielleicht ein Ich etwas mit dem Aktivieren des Körperbewusstseins zu tun hat. Was ist denn das, was die Aufmerksamkeit aktiviert und lenkt? Aber wenn das Körperbewusstsein bereits aktiv ist, braucht es niemanden, der diesen Prozess noch weiter irgendwie kontrolliert, bestimmt, was zu geschehen hat. Diese Prozesse finden statt. Wir sind jetzt wohlgemerkt im ersten Skanda. Es geht um das Wahrnehmen in den verschiedenen Sinnen. Das Wahrnehmen von Formen.
Körperwahrnehmung findet statt. Gehen wir weiter zum Hören. Es gibt etwas zu hören, es gibt Klänge, Geräusche. Das ist das Objekt des Hörsinns. Es gibt einigermaßen intakte Ohren und die damit verbundenen Nerven. Bis hinauf in den Kortex. Das ist das Hörorgan. Und es gibt Hörbewusstsein. Wenn das Hörbewusstsein aktiviert ist, wir also nicht im Tiefschlaf sind oder im Samadhi oder bewusstlos, dann findet Hören statt. Kontakt zwischen Klängen, Hörorgan und Hörbewusstsein. Ein nicht persönlicher Prozess. Braucht es keine Einmischung durch ein Ich, damit das stattfindet. Keine Kontrolle, keine Aufträge. Hören geschieht. Bitte ich euch nun, die Augen zu öffnen. Kaum sind die Augen offen, so geschieht Sehen. Denn das Sehbewusstsein ist aktiviert, das Sehorgan funktioniert und es gibt Lichteindrücke. Und gerade jetzt mit dem Sehen, wie schon mit dem Spüren und Hören, es sozusagen immer ich sehe. Also Sehen findet statt, ja, es braucht, soweit ich das beobachten kann, soweit wir hinspüren können, braucht es ein Ich, um zu sehen? Wo in diesem Prozess des Spürens, Hörens, Sehens ist eigentlich so etwas wie Ich zu finden?
Mit dem Riechen ist es ganz ähnlich. Es braucht Gerüche, es braucht Geruchsnerven und dann über den Geruchssinn das Geruchsbewusstsein, das Bewusstsein der riechenden Empfindung. Und wir wissen das, wie unwillkürlich wir riechen. Selbst wenn das Ich nicht riechen wollte, es findet trotzdem statt. Selbst wenn das Ich nicht sehen wollte, nicht hören wollte, nicht spüren wollte, abgesehen von der Möglichkeit, aus diesem Sinnesbewusstsein auszusteigen, also zu dissoziieren, das untersuchen wir nachher noch, finden diese Prozesse automatisch statt. Spüren, hören, riechen, schmecken. Das sind schon 5 Sinne mit jeweils 3 Komponenten. Das Objekt, das Organ und das Bewusstsein. Das sind die körperbasierten Sinne, die 5 körperbasierten Sinne. Manchmal nennen wir sie auch die äußeren Sinne, weil Eindrücke von außen eine Rolle spielen. Tatsächlich sind es aber innere Sinne, denn das Bewusstsein lässt sich nicht lokalisieren als etwas Äußeres. Und jetzt gucken wir uns das geistige Bewusstsein genauer an. Das sind geistige Bewegungen, geistige Eindrücke, die wahrgenommen werden. Da ist ein Wahrnehmen dessen, was vor sich geht. Zum Beispiel kommen da jetzt Schallwellen an, die Menschen, die Deutsch sprechen, verstehen können. Dieses Verstehen, das Verstehen der Worte an sich, das findet unmittelbar statt. Das ist mehr als Hörbewusstsein. Das ist bereits das Verstehen, um was für Worte es sich handelt, also ein geistiger Prozess. Wenn wir sehen, dann sehen wir nicht nur Pixel oder Farben, sondern wir sehen Formen, wir sehen
Formen, die uns vertraut sind, die wir einordnen können. Und dieses Einordnen auch der Körperempfindungen, das Lokalisieren der Körperempfindungen, das Lokalisieren von Hörempfindungen, das Unterscheiden, das Zuordnen. Das findet unglaublich geschmeidig statt. Man könnte sagen, wenn dem geistigen Bewusstsein geistige Objekte präsentiert werden, wie zum Beispiel vorhin das Wort Bergspitze, dann passiert etwas in dem verstehenden Geist, ohne dass es dafür ein Ich braucht. Aber jetzt wird es spannender. Das ist so die grundlegende geistige Wahrnehmung. Grundlegendes Sprachverständnis. Es sind auch die relativ einfachen geistigen Prozesse. Wie zum Beispiel sich zu orientieren, seinen Weg zu finden. Dazu braucht es Erinnerungsprozesse, visuelle Erinnerung, Raumerinnerung. Und es braucht Aufmerksamkeit. Wenn wir einen Weg unaufmerksam gegangen sind, haben wir keine ausreichende Erinnerungsspur, um ihn wiederzufinden. Es gibt diese emotionalen Filter, emotionale geistige Aktivität, die das unmittelbare Wahrnehmen und geistige Verarbeiten unglaublich beeinflussen. Und jetzt geht die Beobachtung tiefer, das Forschen geht tiefer. Gibt es hier in diesem Prozess der emotionalen Verarbeitung des Denkens, des für Guthaltens, für Schlechthaltens, des Zustimmens und Ablehnens, gibt es da eine zentrale Instanz? Und wir haben es mit dem Erforschen des Willens zu tun. Wo kommt die Motivation her? Wo kommen die Entscheidungen her? Wohin die Aufmerksamkeit gerichtet wird?
was dieses vermeintliche Ich will und nicht will. Wo entstehen diese Impulse? Die emotionalen Impulse, die Impulse des Überlebenwollens oder des Nicht mehr leben Wollens. Erstmal bis hierhin für jetzt gerade. Ich möchte ein paar Worte dazu sagen. Schaut mal, an dieser Stelle des Forschens, spätestens hier, geben Menschen normalerweise auf. Ja, das ist eigentlich, was da passiert. Spätestens hier ist es sehr viel einfacher, ein Konzept zu haben, eine Vorstellung. Ja, das ist halt das Ich, was die Aufmerksamkeit ausrichtet. Es ist halt das Ich. Ich praktiziere den Dharma.
Ich praktiziere den Weg der Erleuchtung und ich richte mich aus und da gehe ich hin und da gehe ich nicht hin. Ja, so. Und dieses Konzept, okay, wenn ich damit leben kann, alles bestens. Und solange das nicht allzu sehr vergegenständlicht wird, lässt sich damit gut leben. Wenn dieses Ich dann Angst bekommt zu sterben, kriegen wir ein Problem. Wenn dieses Ich sich persönlich angegriffen fühlt, haben wir auch ein Problem. Wenn dieses Ich Mangel erlebt, haben wir auch ein Problem. Aber so als so kleine Blackbox für das Nicht-Beschreibbare können wir schon den Begriff Ich benutzen. Das ist so der Raum, wo den meisten dann die Fähigkeit mangelt, weiter zu forschen. Okay, wir haben es geschafft, relativ leicht kriegen wir das hin zu merken, dass es für die körperbasierten Sinne, spüren, hören, sehen, riechen, schmecken, dass es da nicht viel braucht, außer halt ein aktiviertes Bewusstsein und der Rest, der läuft automatisch. Kontakt führt zur Empfindung, führt zum Wahrnehmen in diesem Bereich. Alles andere, das Nachgeschaltete, da merken wir, dass alles, was da so auftaucht, halt geistig weiter verarbeitet wird. Und zwar mit unserem Schatz an Erfahrungen und mit unseren Vorlieben und Abneigungen. Und mit diesen Vorlieben und Abneigungen, da kommen bereits die emotionalen Filter hinein. Und jetzt gibt es ein etwas mechanistisches Bild des Menschen, der diesen emotionalen Filtern wie so ein Organ beschreibt. Das geht auch automatisch. Da kommt etwas rein, trifft auf die emotionale Prägung und die Reaktion geht ab, das entsprechende geistige Erleben findet statt. Ja, ist normalerweise so. Bei mangelndem Bewusstsein. Wenn es an Gewahrsein mangelt, dann laufen diese Prozesse unbewusst ab und ich brauche nur Knöpfchen zu drücken bei den Menschen, die ich gut kenne und Knopfdruck bewirkt das, was ich schon vorhersagen konnte. Jetzt ist aber manchmal so, dass ich den Knopf drücke und nochmal drücke und es passiert nicht. Was ist denn da los? Man könnte sagen, ich bin entspannt oder der oder die ist dann entspannt. Wir können auch sagen, es reagiert nicht, da ist ein Raum da. Tatsächlich ist in dem Fall wenig Ich-Identifikation da. Die Ich-Identifikation ist nicht etwas Zwangsläufiges, etwas, was unbedingt da sein muss und was programmiert ist, dass es immer da ist. Es kann da sein, es kann weniger sein und es kann weg sein. Das hängt mit dem Gewahrsein zusammen. Und wir nennen diese Instanzen normalerweise, die so automatisch reagieren, die nennen wir halt auch Ich. Ich reagiere, ich bin halt so, ich reagiere halt schnell auf das und das. Ich bin halt traumatisiert, ich bin, ja, so. Und alles, was so automatisch abläuft, das kriegt so den Status des Ichs. Dabei haben wir gesehen, dass es für die automatisch ablaufenden Prozesse im Körper, in den körperbasierten Sinnen, gar nicht viel Ich braucht. Das ist meistens auch nicht so, dass das Ich sich entscheidet, jetzt das Sehbewusstsein anzustellen, jetzt das Hörbewusstsein. Die meisten von uns haben gar nicht die Möglichkeit, aus dem einen oder anderen Bewusstsein auszusteigen. Das ist eine Fähigkeit entweder der Dissoziation oder der tiefen Meditation. Dass man ein Bewusstsein abstellen kann und die Aufmerksamkeit
abzieht aus diesem Bereich des Erlebens. Ja, das können Yogis, das geht. Bis keine Körperwahrnehmung, keine körperbasierte Wahrnehmung mehr stattfindet. Das gibt es, das geht. Und es ist dann keine Dissoziation. Aber Angst, Selbstschutz kann das auch bewirken. Ausstieg aus den körperbasierten Sinnen. Auch Ausstieg aus der emotionalen Empfindlichkeit. Was sind diese Prozesse? Und jetzt beginnt es interessant zu werden. Das Erforschen der 5 äußeren Sinnesfelder zeigt uns, da ist kein Ich zu finden. Da braucht es nur ein aktives Bewusstsein und das ist normalerweise aktiv, sobald der Mensch wach ist. In der geistigen Verarbeitung, da sind Kräfte aktiv, Kräfte, die eine Auswahl treffen, wohin die Aufmerksamkeit geht, was wie eingeschätzt wird, was besondere Bedeutung bekommt. Und ihr wisst, jemand, der in einem Bereich verletzt worden ist in seiner Geschichte, der bewertet einen Trigger, eine auslösende Empfindung deutlich stärker als derselbe Mensch vor dieser Verletzung oder andere Menschen ohne diese Traumatisierung. Sehr unterschiedliche Gewichtungen. Und manches davon scheint auch ziemlich automatisch abzulaufen. Aber auch Traumatisierungen sind nicht vollautomatisch. Auch sie sind heilbar. Das ist eine wunderbare Nachricht, eine wunderbare Tatsache. Und das alles hat mit Gewahrsein zu tun. Gewahrsein, und jetzt kommt das Spannende, jetzt kommt das richtig Spannende. Ist das ein Ich-Gewahrsein oder ist das ein Gewahrsein, was vielleicht ohne Ich auskommt oder sogar ohne Ich besser funktioniert? Und jetzt kommt es auf unsere Definitionen an. Wir können das weiter untersuchen. Meditieren bedeutet, mit immer feinerem Gewahrsein diese Bereiche zu erkunden, die für uns als Normalmenschen unbewusst sind. Die sind aber nur vorbewusst, die werden bewusster. Und im Meditieren werden uns immer mehr Bereiche des Erlebens zugänglich. Und was da passiert und Entspannung bringt, ist, dass ein Ausdünnen der Ich-Identifikation stattfindet. Es wird weniger. Es wird immer weniger. Wo mehr Gewahrsein reinkommt, da entsteht mehr Raum, die Automatismen lassen nach und dieses vermeintlich stabile Ich zeigt sich immer mehr als Dynamiken, die entspannt werden können und die sich eigentlich im Raum auflösen. Eigentlich findet in immer mehr Bereichen unseres Seins kommt so etwas Raumhaftes, Fließendes hinein. Und auch diese Motivationen, diese starken Ich will und Ich will nicht Motivationen und die feinen, auch wenn wir in die hineinspüren, es ist erstaunlich, wie wenig Substanz die haben, dass wir da nirgendwo etwas finden, was so einen Kern hätte, was wir so einen letzten Kern des Ich-Bewusstseins nie finden können. Wir finden anspringende Ich-Identifikation und wir empfinden sich auflösende Ich-Identifikation. Und wir werden mit diesen Prozessen vertraut. Wir werden immer vertrauter, dass in diesen subtileren Bereichen des geistigen Erlebens, im geistigen Sinnesfeld, dass aus einer Sicht man sagen könnte, ja genau, das bin ich, aber eine andere Sicht sagt, ja, das sind im Moment noch automatisch ablaufende emotionale Muster, aber sie lassen sich entspannen. Mehr Gewahrsein bringt mehr Raum und plötzlich gehen die Knopfdrücke ins Leere. Springt nicht mehr an. Die Automatismen springen nicht mehr an.
Nicht, weil das Ich stärker geworden ist, sondern weil das Ich Raum bekommen hat. In diese Ich-Prozesse ist Raum reingekommen. Sie springen nochmal an, aber sie hören auch wieder auf. Und die Entdeckung, wenn die sich fortsetzt, dann kommen wir in einen Raum des gelösten Seins, des kreativen, dynamischen, wachen, wahrnehmenden Seins, wo wir kaum noch Spuren von Individualität bemerken. Und das ist sehr spannend. Wenn wir da mit anderen drüber sprechen, uns austauschen mit anderen Yoginis und Yogis, dann merken wir, die erleben dieselben Räume, dieselbe Kreativität, dieselbe innere Freiheit und dasselbe feine Unterscheiden können. Aber auch sie merken, dass das jetzt immer mehr befreit ist von persönlichen Vorlieben und Abneigungen, dass das zwar von einer Wärme durchdrungen ist, so etwas, was wir Liebe oder Mitfühlen, Mitschwingen nennen könnten, aber auch Liebe und Mitschwingen, Mitfühlen werden befreit von den persönlichen Vorlieben. Das heißt, je mehr Gewahrsein in dieses geistige Sinnesfeld geht, desto weniger persönlich erleben wir die Prozesse. Sie sind zutiefst intim und diese Erfahrungen der inneren Freiheit, die sich da auftun, sind das Schönste, was uns passieren kann, aber sie gehören niemandem. Und sie sind auch einfach da als Ausdruck der Natur des Seins. Wir beginnen zu merken, dass alles, was wir da entdecken, alle anderen vor uns auch schon entdeckt haben. Wird schon beschrieben, es ist genauso, wie es beschrieben wird. Und jetzt entdeckt dieser entspannende Geist, der entdeckt das jetzt auch. Und je weniger ich da ist, desto mehr finden diese Entdeckungen statt. Manche Traditionen haben das universelle Selbst genannt oder das wahre Selbst oder das höhere Selbst. Aber es ist kein persönliches Selbst. Das individuelle Selbst, was wir Ich nennen, das löst sich auf und es wird immer schöner zu leben. Wir sind immer liebesfähiger, immer freier, aber immer weniger Ich in der ganzen Geschichte. Und das ist eigentlich dann ein ständiges weiteres Untersuchen des 6. Sinnesfelds. Ja? Die ersten 5 kriegen wir relativ schnell geklärt, dass es da wenig Ich braucht. Und dann beginnt eine Reise in dieses Vorbewusste, dieses allmählich Bewusstwerdende. Und wir beginnen unsere Motivationen zu untersuchen, was lenkt die Aufmerksamkeit, wie treffen sich Entscheidungen und merken, eine Ich-Instanz, die Entscheidung trifft, ist nur eigentlich zu finden, wenn ich ganz schnell und voreilig Entscheidungen treffe. Wenn Entscheidungen reifen, dann kommt es zu inneren Prozessen, bis eine Evidenz spürbar ist. Und dann fällt gar keine Entscheidung. Die Klarheit hat so zugenommen, dass aus der Evidenz heraus der nächste Schritt offenkundig ist. Wo da ein Ich dran beteiligt ist, müssen wir weiter untersuchen. Und das machen wir jedes Mal weiter und entdecken diese vielen geistigen Bereiche, die sich mit zunehmendem Gewahrsein immer mehr von Ich-Gefühl befreien. Und das ist es eigentlich, worum es hier geht, in diesem zunächst mal intellektuell anmutenden Analysieren dieser Prozesse, wo dann dieses Hinschauen unbedingt die feine Introspektion braucht, das feine Gewahrsein des Meditierenden, und wir in Bereiche kommen, wo andere Leute aufhören, weil sie es nicht aushalten, mit so wenig Definierbarem unterwegs zu sein. Und wir enthalten uns der Definitionen.
Wir schauen und spüren und fühlen und merken zu unserer Überraschung, was wir dachten, dass da wäre. So, ich dachte ja auch, da wäre ein Ich. Dass das nicht als solches zu finden ist. Okay, so viel für jetzt gerade als Erklärung, wo die Reise weitergeht. Da kann ich euch jetzt schwer führen, weil da braucht es dieses ganz subtile Wahrnehmen und mein Sprechen stört den Prozess. Weil immer wenn ich etwas sage, in so einer geleiteten Meditation, hole ich euch zurück in ein begriffliches Bewusstsein. Und diese Erforschung, diese weitere Analyse dessen, wie es ist, die braucht ein nicht begriffliches Erforschen. Davon habt ihr vielleicht noch gar nicht gehört, dass es diese Möglichkeit gibt, aber das nennen wir in unserer Sprache, nennen wir das meistens Intuition. Das ist ein unglücklicher Begriff, aber wir spüren hinein und erlauben es zu spüren, ohne etwas zu vergegenständlichen. Wir bleiben im Raum des Spürens und Ahnens und Fühlens, ohne der Neigung nachzukommen, das alles jetzt schon festzumachen. Wenn wir da vorzeitig die Dinge festmachen, dann kommen wir zu den verschiedenen Religionen und Theorien und was wir alles schon auf der Welt haben. Das lassen wir tunlichst sein und spüren weiter. Keine vorschnellen Schlüsse. Wir brauchen das jetzt nicht Gott zu nennen. Wir brauchen das nicht Atman und Brahman zu nennen. Wir brauchen das nicht wir brauchen das auch nicht Dharmakaya zu nennen. Wir brauchen das nicht irgendwas zu nennen. Der aufrichtig forschende Meditierende oder die aufrichtig forschende Meditierende, die geht weiter. Und immer wenn sich solche Schlussfolgerungen anbieten, entspannen wir sie wieder. Und gehen weiter und gehen weiter. Dann merken wir, dass verschiedene Begriffe diese Bereiche beschreiben könnten und dass keiner dieser Begriffe wirklich stimmt. Okay? Das sind alles Annäherungen. Wir beginnen dann auch eine Flexibilität mit diesen Begriffen zu entwickeln und damit jonglieren zu können, und weil es ohnehin nur Andeutungen sind. Und die Gewissheit in diesen Bereichen, die entsteht dadurch, dass wir mit diesem ahnenden Sein, dem fühlenden Sein immer vertrauter werden und merken mit der Zeit, es ist immer so. Und es ist nie anders. Es ist verlässlich. Und es ist unpersönlich. Es ist in eurem Geist so, das behaupte ich jetzt, wie es in meinem Geist so ist. Das haben meine Lehrer auch behauptet, dass es in meinem Geist so sei wie in ihrem Geist. Schlussendlich musste ich ihnen recht geben. Ja? Und das ist so die Behauptung, die Ermutigung, die so durch die Zeiten geht. Seit 2500 Jahren in der buddhistischen Linie ermutigen uns die Lehrerinnen und Lehrer zu vertrauen, dass unser Geist in der Tiefe frei ist, dass es dort keinen zu beschützenden Kern gibt. Das ist eine Behauptung, das ist eine Arbeitshypothese. Wir können ja mal schauen, ob das so ist. Aber diese Reise, die müsst ihr dann weiter selber gehen. Okay, unbedingt Pause, Viertelstunde Pause. Also, wann machen wir weiter? 15, also 16:20 Uhr machen wir weiter. Okay? Wir machen jetzt gleich weiter. Und die Sandra, die hat mir eine Frage gestellt, die kann ich kurz mal im Vorfeld klären. Sandra, du hast geschrieben, dass ich heute Morgen erklärt habe, dass Körper und Geist
stabil wären. Da ist dir, glaube ich, ein halber Satz irgendwie zwischendurch flöten gegangen. Was stabil ist, ist die leere Natur von allen Prozessen, die wir Körper und Geist nennen. Das ist das Stabile. Körper und Geist, das, was wir, die Prozesse selbst sind totale Dynamik. Und da ist nichts Stabiles dran, aber das Wie, also die Qualitäten dieser Prozesse, eben das Nicht-Fassbare und so weiter, das ist total verlässlich. Also so jedenfalls erinnere ich mich. Ich stelle mal gerade auf Sprechermodus, vielleicht kannst du mir antworten, und so dass ich nachschauen kann, ob es stimmt für dich. Sandra Hassler war das, glaube ich. Ja. Ja. War das deine Frage? Ja. Ich habe es sehr interessant gefunden, dass man etwas Stabiles darin empfinden kann. Ja, ja. Das ist so dieses Paradox, dass wir uns total auf die Vergänglichkeit verlassen können. Ja, das Paradox, dass wir uns total darauf verlassen können, dass nichts Substanz hat. Und das ist so verlässlich wie die Erde, auf die wir uns verlassen können, weil sie uns alle trägt. Okay? Ja, ich sehe dich jetzt gerade in groß, also vielen Dank, dass du geantwortet hast. Okay. Okay, damit hätten wir das erklärt, also was im Chat angelaufen ist. Ja, könnt ihr noch? Oder kann ich noch? Vielleicht muss ich mich selber fragen. Die nächste Meditation ist eine Variante von der, die wir eben gemacht haben. Die ist nicht so sehr anders. Wenn ihr mal kurz schaut, geht direkt weiter. Die Worte sind etwas schwierig zu verstehen. Die intellektuelle Analyse der Ayatanas erkennt, also dass die 6 inneren Sinnessphären die dominierende Bedingung für die 6 Sinnesbewusstseine sind. Dass die 6 äußeren Sinnessphären die Bedingung für die Sinnesobjekte sind. Und dass der Bewusstseinsmoment, der unmittelbar auf den Kontakt mit diesem Sinnesobjekt folgt, die unmittelbare Bedingung für den nächsten Bewusstseinsmoment ist. Was für eine Sprache, nicht wahr? Was da alles dahinter stecken mag. Also, wir haben es hier von den vorher erwähnten 18 Aspekten, haben wir es mal vereinfacht und wir kümmern uns mal nur um Auge und visuelle Objekte. Das wäre ein Paar. Nase und riechbare Objekte, Körper und spürbare Objekte, Zunge, Gaumen und zu schmeckende Empfindungen und dann natürlich der Geist, also und die geistigen Objekte. Und auf der einfachsten Ebene ist es so, dass wir sagen können, immer wenn Nase und Geruch zusammentreffen, also Geruchsobjekt, ein Parfüm, ein Geruchsobjekt, dann kommt es zu einem riechenden Bewusstsein, ein Geruchsbewusstsein erleben. Immer wenn Körper und vom Körper wahrnehmbare Objekte, wie zum Beispiel Druck und so zusammentreffen, kommt es zum Körperbewusstsein. Immer wenn
sichtbare Objekte mit einem Auge zusammentreffen, kommt es zu Sehbewusstsein. So, das ist die einfache Art. Hier ist das Anliegen der alten Praktizierenden einfach uns klarzumachen, dass wir da eigentlich keine Wahl haben, dass das Ich da keine Rolle spielt. Das passiert einfach so. Sehbewusstsein entsteht, Körperbewusstsein entsteht, Hörbewusstsein entsteht durch diese Ayatanas, durch diese 6 Paare. Das gibt zusammen 12. Und jetzt kann man da noch ein wenig genauer hinschauen. Wenn es kein Sensorium gibt, dann kann das entsprechende Sinnesbewusstsein nicht entstehen. Okay? Das heißt, es kann immer nur das entstehen, wo wir auch ein Sensorium für haben. Und es tut sehr weh und es ist ein Verlust, wenn wir zum Beispiel nicht mehr sehen können, wenn wir blind werden, wenn wir taub werden und so. Ja, wir merken, zwar ist die Möglichkeit, wäre ja noch da, aber das Organ ist nicht intakt. Und dann gibt es in unserem Erleben, gibt es diese äußeren Objekte, die gibt es da nicht mehr, die tauchen nicht mehr auf im Erleben. Es ist also nicht so, dass die Objekte sich uns einfach aufzwingen können. Das ist auch so eine begleitende Betrachtung. Es ist nicht so, bloß weil es da draußen Objekte gibt, die Licht reflektieren und die Schallwellen aussenden und die man erspüren, ertasten kann. Und. Es ist nicht so, dass bloß ihre bloße Präsenz ausreichen würde für ein Erleben. Es braucht ein intaktes Sensorium, das dann das entsprechende Sinnesbewusstsein hervorruft. Und was das Erleben in einem Sinnesfeld möglich macht, ist der vorangehende Geistesmoment, in dem dieser Sinnesbereich aktiviert ist. Also, wenn das Sehbewusstsein, wenn das Auge mit dem nachgeordneten Sehbewusstsein, wenn das nicht aktiviert ist, findet kein Sehen statt. Das heißt, der vorangehende Moment ist entscheidend dafür, ob im nächsten Moment gesehen wird. Das Ohr, das Hören muss aktiviert sein, damit im nächsten Moment Hören stattfinden kann. Habt ihr schon mal versucht, einem Kind auf seiner Spielkonsole etwas zu sagen? Es ist, als ob der Hörsinn abgeschaltet ist. Hört nicht. Ich war früher in meinen Büchern so versunken, da konnte die Mutter zum Mittagessen rufen, das wurde einfach nicht gehört. Das braucht erstmal ein Wachwerden und dann kann das Hören stattfinden. Ja? Also es muss etwas durchdringen und meistens braucht es dann eine Berührung, einen anderen Sinn und dann kommt auch das Hören in Gang und ja, so. Okay, das ist die einfache Betrachtung dessen, was hier mit der intellektuellen Analyse der Ayatanas gemeint ist. Und in der subtileren Analyse, das können wir kurz mal versuchen. Mal gucken, ob ich das hinkriege mit euch. Das ist, ich möchte das mit diesem vorangehenden Geistesmoment, möchte ich mal versuchen, ob wir das nachvollziehbar machen können für euch. Begebt euch doch wieder mal in so einen entspannten Zustand.
Ja, das, was ich euch zeigen möchte, das müsste ich eigentlich andersherum angehen. Der entspannte Zustand ist trotzdem nützlich. Eigentlich ist die Erfahrung, die wir jetzt brauchen, um das zu verstehen, ist die Erfahrung, wie es möglich ist, einen Sinnesbereich anzuschalten und abzuschalten. Schaut mal jetzt, gerade sind alle unsere Sinne offen. Wir spüren, hören, sehen, wenn die Augen offen sind, riechen, schmecken. Und es finden geistige Prozesse statt, die wir wahrnehmen. Bevor ich riechen gesagt habe, habt ihr vermutlich nichts gerochen. Bei den meisten ist das so. Und wenn ich jetzt sage, zieht das Bewusstsein aus dem Riechen zurück, dann aktiviert ihr das Riechbewusstsein, weil es ist dann so ein paradoxer Effekt. Ne? Damit müssen wir rechnen. Das heißt, wie mache ich das mit euch jetzt? Ich bleibe ein bisschen in dem Bereich, da wir jetzt gerade nichts essen, ist der Geschmackssinn irrelevant geworden im Moment. Es sei denn, wir hätten der Speichel hätte einen seltsamen Geschmack noch aufgrund von irgendwelchen Bedingungen, aber normalerweise ist jetzt alles neutral im Moment, im Mund. Und wenn im Mund, am Gaumen, mit dem Geruchssinn nichts passiert, dann zieht unser System einen großen Teil der Aufmerksamkeit aus diesen Bereichen ab. Das ist dann nur noch so ein Warnsystem wie bei einem Rauchmelder. Wenn da ein bisschen was Stärkeres durch die Nase kommt, dann riechen wir wieder. Wenn da ein bisschen was im Mund kommen wird, dann schmecken wir wieder. Aber eigentlich findet da nicht viel statt. Und jetzt möchte ich mal mit euch einen hohen Grad an Körperbewusstsein praktizieren. Wir machen mal so eine Art, einen Bodyscan. Wir gehen durch den Körper. Ich beginne mal ganz oben am Scheitel. Was können wir in der Scheitelgegend spüren? In der Stirn? Augenbrauen? Schläfen? Augenhöhlen? Nasenbein, Nasenhöhlen, Wangen, Oberlippenbereich, die Lippen, die Zähne und das Zahnfleisch, Gaumen, Rachen,
Zunge, unter der Zunge, Kiefergegend, Oberkiefer, Unterkiefer, hinauf bis zu den Ohren, Ohrmuschel, Ohrläppchen, der Gehörgang, hinter den Ohren, Hinterkopf, der ganze Hinterkopf bis hinunter zum Haaransatz, der Nacken, die Haut außen und das Gefühl im Nacken innen. Der oberste Teil der Wirbelsäule, da wo der Schädel drauf ruht, der Atlas. Wirbel für Wirbel hinunter die ganze Halswirbelsäule. Bis sie in den Schultergürtel eintritt. Und dann die Kehle bis zur Kinnspitze, der Hals und jetzt der Kopf als Ganzes. Das vibrierende Gesamterleben aller Bereiche innen und außen. Alles, was wir im Kopfbereich spüren können. Kopf, Hals, Nacken. Und weiter geht die Reise in den Schultergürtel. Ja, und ihr würdet jetzt vielleicht gerne weitermachen. Habt ihr was gerochen in der Zeit? Nee, ne? Nichts gerochen, nichts geschmeckt. Eigentlich ging es nur darum. Der leichteste Weg, einen Sinnesbereich abzustellen, ist, sich auf einen anderen zu fokussieren. Und dann ist der zurückgelassene Sinnesbereich, der ist nicht aktiviert. Der ist so wenig aktiviert, dass die Schwelle, dass wir da etwas erleben, sehr hoch liegt und kaum etwas über diese Schwelle dringt. Also dieses Ausrichten auf einen anderen Sinnesbereich, je stärker das ist, desto mehr sind die anderen Bereiche abgestellt. Wir haben jetzt gerade hören müssen und wir haben gespürt. Wir hatten den Eindruck, wir würden vielleicht gar nicht hören, aber wir haben natürlich die ganze Zeit gehört. Wir waren so mit dem Spüren beschäftigt, dass das Hören selbstverständlich war und das Körperspüren war voll in unserer Aufmerksamkeit drin. Gesehen haben wir auch nicht viel in der Zeit. Ich hatte zumindest die Augen zu und es war überhaupt kein Interesse im Sehsinn. Und der Unterschied beim Meditierenden, also je nachdem, wie stark die Geistesruhe entwickelt ist, kommt es, also zum Beispiel an der Uni Freiburg hat man so Experimente gemacht mit dem An- und Abschalten dieser Sinnesbereiche und so die meisten Menschen schaffen es so, den Sinnesbereich 60% etwa zurückzuschrauben. 80% ist schon viel. Aber dass Menschen so ausschließlich gewahr sein können in den anderen Bereichen, dass ein Sinnesbereich zu 100% abgestellt ist, das
gibt es fast nicht. Es ist immer noch diese Rauchmelderfunktion übrig. Ja? Aber selbst die könnte noch wirklich runtergefahren werden, sodass gar keine so eine Vigilanz mehr in diesem Bereich übrig ist. Und das sich konzentrieren auf einen anderen Bereich, das kann man lernen. Und man kann das dann aus dem Körper abziehen, aus dem Sehen, aus dem Hören abziehen, aus dem Schmecken, aus dem Riechen, bis auf das innere geistige Erleben. Und im inneren geistigen Erleben kann man auch noch die Aufmerksamkeit aus dem Denken abziehen, aus dem emotionalen Erleben in innerste Räume hinein des stillen Verweilens. Und da wird einem klar, dass ohne eine Aktivierung eines Sinnes keine Wahrnehmung stattfindet in dem Sinn. Wird einfach nicht gehört, wird nicht gesehen, wird nicht gespürt. Der Körper kann in solchen Meditationen unendlich lang sitzen, ohne müde zu werden, ohne dass da Beschwerden auftauchen. Es gibt alle möglichen Phänomene, die da auftauchen können. Und ihr könnt das jetzt einfach mal für uns jetzt auf unserer Stufe, ist nur wichtig zu merken, aha, ziemlich automatisch. Es braucht einen vorangehenden Moment des Aktivierens, also des Interesses in diesem Bereich, damit da etwas stattfinden kann. Das ist mit vorübergehendem Geistesmoment gemeint. Und die ideale Voraussetzung, um viel im Körper zu spüren, ist, wenn auch der vorangehende Geistesmoment schon mit körperlichem Spüren beschäftigt war. Dann können wir ganz besonders viel spüren, weil das volle Interesse da ist. Wenn wir schon hören, dann werden wir noch mehr hören. Ja? Und so können wir auch die Erfahrung in den verschiedenen Sinnesfeldern intensivieren. Und für uns ist das schon auch hilfreich. Es ist nicht nur eine Spielerei, denn wenn wir im Hotel übernachten und da ist eine Geräuschkulisse, die uns nicht behagt, oder ein Geruch, der uns nicht behagt, oder, dann ist es sehr hilfreich zu wissen, wie man seinen Geist aus diesem empfindlichen Bereich heraus entspannen kann. Wie wir uns eventuell woanders hin platzieren können oder die Wichtigkeit, die diese Empfindungen haben, so reduzieren, als würden wir auf Toilette gehen, wo vorher ein Gast war, der wirklich starken Geruch hinterlassen hat. Und wir gehen da so rein mit einer inneren Haltung, macht gar nichts. Ja? So völlig entspannt. Riechen ist gerade gar nicht wichtig. Ich spüre meinen Körper, ich bin froh, auch mein Geschäft zu verrichten. Ja, die Wichtigkeit, wenn wir lernen, wie wir da entspannen können und das Interesse woanders hinlenken können, beziehungsweise einfach entspannt bleiben, ohne es woanders hinzulegen. Das sind große Möglichkeiten des Gestaltens. Und was wir eigentlich gestalten, ist, dass wir das übermäßige Interesse, das leiderzeugende Interesse in einem Bereich, wo wir unangenehme Empfindungen haben, dass wir das entspannen. Dass wir es schaffen, uns daraus zu lösen. Eigentlich gestalten wir gar nicht so viel. Wir hören auf, die fast automatisch ablaufenden Prozesse des zu starken Interesses in diesen Bereichen, des übermäßig starken Interesses, die zurückzunehmen. Das lernen wir. Es ist gar nicht so wichtig, dass wir woanders so super konzentriert sein müssen. Das können wir machen, das schafft dann den Ausgleich, müssen wir aber gar nicht, wenn wir es schaffen, hier zu entspannen. Okay? Das ist wichtig. Dafür sind diese Meditationen über die Sinnesfelder, die Ayatanas, extrem hilfreich. Sie eröffnen neue Steuerungsmöglichkeiten für unser Leben und vor allen Dingen machen sie uns bewusst,
dass es normalerweise automatisch abläuft und dass diese Automatismen aber auch entspannt werden können. Und wodurch werden sie entspannt? Nicht durch mehr Ich, sondern durch weniger Ich. Selbe Entdeckung wie vorhin. Okay? Das wäre so kleine Mini-Einführung hier. Wir haben jetzt so ein bisschen die Einflüsse bei Sinneswahrnehmungen meditiert und ich möchte jetzt nicht noch länger da drin bleiben. Da werdet ihr mit der Zeit selber Experten. Wenn ihr wach seid dafür, dass das von Interesse sein könnte, dann merkt ihr so viele Zusammenhänge, wie es zu starken Sinneserfahrungen kommt, wie sie weniger und schwächer werden, wie sie manchmal ganz verschwinden. Und wenn das Thema überhaupt mal angeregt ist, dann plötzlich entdeckt ihr es überall. Und dann merkt ihr, die ganze Welt ist einfach nur Sinneswahrnehmung. Meine ganze Welt ist Sinneswahrnehmung. Und meine ganze persönliche Welt, mein ganzer Zinnober, das ist einfach, was in diesem Geist für wichtig gehalten wird, welche Wahrnehmungen, welche Inhalte dadurch in den Bewusstsein gehoben werden. Und das lässt sich entspannen. Das ist kein Ich-Prozess, das ist eigentlich ein ziemlich ichloser Prozess, der sich völlig entspannen lässt. Sehr interessant. Je mehr ich reinkomme, desto mehr gefangen bin ich in diesen Dingen, weil meine Vorlieben und Abneigungen eine große Rolle spielen und ich dann auch noch ausgerechnet denen auch noch ausgeliefert bin. Und je weniger Ich-Bezogenheit, desto mehr Freiheit wird subjektiv erlebt, aber diese Freiheit gehört gar niemandem. Die ist einfach da. Die hat das Ich nicht erzeugt. Die ist das natürliche Sein, das ist so frei. Eine geniale Entdeckung, wirklich unglaublich ermutigend. Wir brauchen dieses freie, fließende, gewahre, mitschwingende Sein nicht zu erzeugen. Es zeigt sich von selbst, wenn wir die verstrickenden Prozesse entspannen können. Und das alles läuft in der Sinneswahrnehmung ab. Okay? Jetzt dann, ich gucke gerade so auf die Uhr. Der nächste Punkt hier von Dagbhuta Shinanga wäre die analytische Meditation, die intellektuelle Analyse des Entstehens in Abhängigkeit, wo dann erkannt wird, dass alle 12 Glieder abhängigen Entstehens vergänglich, leidvoll und ohne Selbst sind. Ich bin ja gerade dabei, mit Fred van Almen ein Buch gemeinsam herauszubringen, Grundlagen des Buddhismus. Das ist das Buch Buddhismus, was er schon vor 15 Jahren rausgebracht hat, was wir jetzt als Co-Autoren herausbringen. Und da haben wir uns darauf geeinigt, das Wort leidvoll, also Dukkha im Hintergrund, als unbefriedigend zu übersetzen. Das könnt ihr euch mal dazu schreiben. Ihr könnt euch das mal merken, dass wenn man Dukkha als Seinsmerkmal beschreibt, dass er nicht in den Dingen innewohnt, dass sie Leid erzeugen, sondern dass sie keine ausreichende Basis für Zufriedenheit darstellen. Ja, das ist mit Dukkha eigentlich gemeint. Die Enttäuschung, dass uns die Erfahrungen des Seins nicht befriedigen, diese Enttäuschung, diese schmerzhafte Entdeckung, die nennt man dann Dukkha. Aber eigentlich ist es, weil ja nichts von diesem ganzen dynamischen Geschehen in irgendeiner Weise eine verlässliche Basis für Glück ist, ja, für Glück, Freude und dergleichen. Okay. Es erscheint mir sinnvoll, dass wir jetzt nicht in diese
in diese Meditation hineinspringen, ohne vorher eine Pause gemacht zu haben. Wieder eine Pause, wieder 15 Minuten ungefähr, also nach 5 geht es weiter. So, und jetzt gibt es eine kleine Fragestunde, weil da doch einige interessanten... Oh, wir sind durch unser Ausstieg, sind wir aus den Chatnachrichten rausgeflogen. Das heißt, ihr müsstet jetzt eure Chatnachrichten, ich glaube, ich wollte mit Nagadakini anfangen, da war eine Serie von 4, 5 interessanten Chatnachrichten. Die müsstet ihr alle bitte nochmal reinkopieren, sodass sie für alle lesbar sind. Wenn ihr das machen könnt, denn wir haben unseren Chatverlauf verloren durch den Unfall. Okay. Da wäre ich ganz froh. Okay. Da kommen Sie rein. Mhm. Patricia, ich fange mit dir an. Patricia, du bist jetzt die Oberste bei uns, dann kann ich der Reihe nach das abarbeiten. Wie kann ich eine Sinneserfahrung ausschalten, wenn da eine starke Emotion dazu kommt? Wird entsprechend schwierig, nicht wahr? Weißt du, das Bedürfnis, die Sinneserfahrung auszuschalten. Du denkst wahrscheinlich gerade so an die Situation im Hotelzimmer oder so etwas, ne? Ja, genau, das Hören zum Beispiel, eine unangenehme Geräusch, also das sehr störend ist, dass man auch gleich so eine Gedankenkette auslöst und dann kommt der Ärger dazu. Oder? Ja, genau. So, wie bleibe ich da beim Ärger und um mich da zu befreien von dem, oder wie gehe ich da vor? Ich glaube, du bist auf dem richtigen Weg. Der Ärger möchte die Sinneserfahrung weghaben. Und deswegen denken wir, wir müssten darum uns kümmern. Aber es ist viel interessanter und hilfreicher, wenn wir uns dem Ärger zuwenden und die Natur des Ärgers uns anschauen, für den Ärger Lösungen finden, denn bevor wir für den Ärger keine Lösung gefunden haben, werden wir nicht aus dem Haften an der Sinneserfahrung rausfinden können. Das wird nicht klappen. Aber den Ärger einfach im Körper spüren, natürlich nicht in die Gedanken. Genau. Du gehst in die Natur der Erfahrung, nicht in den Inhalt. Du gehst in das Wie. Und der Körper könnte der Einstieg sein. Wie fühlt es sich an, ärgerlich zu sein? Und obwohl du es so spürst, aber du denkst nicht mehr drüber nach, was dich ärgerlich macht, sondern du bist im Erforschen des Wie. Und mit der Zeit wird klar, dass das eigentlich gar keine Substanz hat. Und das ist natürlich dann, da kommt dann Gelöstheit rein und dann kannst du, weil du ohnehin im Körper bist, zum Beispiel im Körper bleiben und die akustische Sinneserfahrung, die reduziert sich. Okay. Das wäre so mein normales Vorgehen im Hotelzimmer. Ne? Ich erlebe das ja auch ab und zu. Richard, jetzt bist du dran. Ich habe immer wieder Schwierigkeiten mit der Suche nach dem Ich. Da ist ja kein Super Mario, der sagt, hier bin ich. Ist da kein Ich, wenn ich einfach beobachte, ohne eingreifen zu müssen? Oder woran mache ich das fest? Im offenen Gewahrsein passiert ja auch viel und ich schaue einfach zu, ohne einzugreifen. Ist das ein Hinweis auf Ichlosigkeit? Melde dich doch mal. Richard, bist du Mario oder bist du Richard? Richard. Gut, schön dich zu sehen. Die Frage ist klar, oder? Die Frage ist relativ klar. Ja. Guck mal. Weil ich suche immer und wie soll ich einen Super Mario finden, wenn ich weiß, es gibt ihn ja nicht? Also taucht er ja dann nicht auf.
Du wendest dich dem Prozess des Suchens zu, weil du hast ja die Vermutung, dass das Ich der Suchende ist und dass diese suchenden Aktivitäten das Ich sind. Du wendest also deine Aufmerksamkeit gar nicht mehr dem Ich zu, sondern der Aktivität, anhand derer du meinst, das Ich festmachen zu können. Okay. Das heißt, egal was wir machen, wenn wir zum Beispiel gehen, dann schauen wir, ob im Gehen ein Ich zu finden ist. Wenn wir fühlen, im Fühlen. Wenn wir sprechen, wenn ich jetzt dir antworte, ist im Antworten, im Sprechen ein Ich zu finden. Und ich mache das jetzt gleichzeitig, während ich dir ins Gesicht schaue. Und es ist einfach nur ein offenes Sein im Hintergrund. Ja? Woran würdest du erkennen, dass du, wenn ein Ich wäre, während du sprichst? Guck mal, das, was ich so landläufig Ich nenne, das erkenne ich immer daran, dass eine beobachtende Funktion gerade aktiv ist. Dass also etwas sich distanziert aus dem Erleben. Dass es Anteile in meinem Geistesstrom gibt, die meinen, etwas anderes zu sein als das, was gerade stattfindet. Das ist so die normale Aktivität, die wir als, wie soll man sagen, das sind die subtileren Aktivitäten dessen, was wir normalerweise Ich nennen. Und das unterscheidet dualistisches Sein vom non-dualen Sein. Dualistisches Sein hat immer eine gewisse Trennung in sich. Das heißt, dass ich einfach beobachte jetzt, was ich da beschrieben habe, sehe, da passiert irgendwas in mir, das ist dann quasi gerade keine Ichlosigkeit, sondern da bin ich ja das Ich, was beobachtet. Ganz genau. Das ist also keine Ichlosigkeit, sondern da ist ein Subjekt, das Gefühl eines Subjekts, was einen ansonsten ichlosen Prozess beobachtet. Aber es hat sich zurückgezogen ins Beobachten. Ja, also die Bastion des Ichs, die wir als letztes so loslassen, wo wir uns dann irgendwie selber vergessen müssen, das ist dieses Beobachten. Ich finde es echt schwierig. Also das heißt, wenn ich jetzt kein Gefühl habe, dass ich mich beobachte beim Sprechen, dann kann es einfach daran liegen, weil ich nicht gut genug hingeguckt habe. Und würde denken, oh, da ist eine Ichlosigkeit. Es kann auch völlige Ignoranz sein, dass du völlig in Emotionen unterwegs bist und einfach nicht hinschaust. Deswegen ist diese Zwischenphase, diese vielen Jahre in unserer Praxis, wo wir stark dieses Beobachten auch kultivieren in der Meditation, um eine Nicht-Identifikation zu ermöglichen, beobachten wir, wie das alles stattfindet, und schlussendlich geht es darum, sich auf eine gute Art und Weise zu vergessen, auch im Beobachten. Es ist dann gar nicht mehr notwendig zu beobachten, zu kontrollieren. Da übernimmt das Vertrauen, und das Beobachten kann sich entspannen. Es springt manchmal wieder an und dann ist es wieder weg. So. Und da gibt es so Fluktuationen. Wir merken, das Beobachten ist eine Aktivität. Das Beobachten ist kein Ich. Also eigentlich ist im Beobachten kein Ich. Du brauchst da nicht drüber zu verzweifeln. Es ist nur eine Aktivität. Also da ist doch kein Ich drin im Beobachten. Eigentlich nicht. Jetzt hast du mich wieder verwirrt. Das mache ich gerne. Es liegt an dir, dass du diesen Prozess des Beobachtens noch nicht ganz durchdrungen hast mit Gewahrsein. Dann wirst du merken, Beobachten ist völlig harmlos. Macht das Sinn? Ja. Macht das Sinn für dich? Ja. Bleib mal am Ball. Ich glaube, weiter kommen wir jetzt gerade nicht. Für die anderen ist das auch interessant, was du gefragt hast. Bleib mal am Ball mit diesem manchmal stärkeren und manchmal schwächeren Beobachten. Bemerkt mal diese Fluktuationen und ob es manchmal auf eine gute Art und Weise weg ist und du dich wie vergessen hast, aber es fanden dabei, indem du dich so vergessen hast, es fanden total heilsame Dinge statt, während du dich so vergessen hast. Das kann sein, dass das gibt es.
Ja, das sind schon mal so das gibt schon mal so erste Anzeichen. Ne? Ja, okay. Okay. Danke. Jetzt gehe ich zu Ruth und Susanne. Und die Susanne fragt aufgrund der gerade gehörten Unterweisung, wie lassen sich Phantomschmerzen erklären? Susanne, du bist da, kannst dich kurz mal melden? Ja, jetzt Schön, dich zu sehen. Schön, euch beide zu sehen. Susanne, Phantomschmerzen sind dann tatsächlich ein geistiges Erleben. Ja, das findet im Geiste statt und bedient sich noch der alten Muster, dass zum Beispiel das amputierte Bein immer noch in der geistigen Repräsentation vorhanden ist. Und da gibt es ja noch Nervenendungen, also es geht ja, im Gehirn ist ja das Bein nicht amputiert worden, da gibt es immer noch Signale, die aufgrund der etablierten Verarbeitung noch als Bein und dann als schmerzhaftes Bein interpretiert werden. Eine sehr schwierige Geschichte, damit umzugehen. denke ich mir, ja. Okay, es hat sich nur so, diese Frage hat sich so aufgedrängt, ne? Weil es so klar war. Und dann habe ich plötzlich gedacht, ja, es gibt doch Menschen, die haben kein Bein mehr und erleben trotzdem Schmerz. Ne? Ja, schau mal, du verstanden. Kannst ja auch in einem Traum Schmerzen erleben. Du kannst mit geschlossenen Augen sehen und visualisieren. Du hast alle Sinnesqualitäten aktiv in einem Traum, wo nichts dergleichen stattfindet. Ja, stimmt. Okay. Ja. Okay. Vielen Dank. Gut, dann gehe ich zur Cornelia. Ich habe eine Frage zum Ausschalten von Sinnesbereichen. Wenn etwas physisch unangenehm ist, könnte man ja versuchen, das Unangenehme zu beseitigen oder man könnte versuchen, ihm weniger Aufmerksamkeit zu schenken. Zum Beispiel Zugluft. Wie entscheidest du da, wie du dich gerade verhalten möchtest? Ist es das Ich, das laut wird, wenn uns etwas physisch nicht gut tut? Oder einfach ein gesunder Instinkt, der möchte, dass man aus dem Wind tritt? Welche Cornelia ist es denn von den verschiedenen, die da sind? Kannst du kurz mal etwas sagen, Cornelia? Ja, ich habe das geschrieben. Ja, du bist es. Ich habe dich vorhin schon gesehen. Cornelia, diese Funktionen, zum Beispiel aus der Zugluft sich herauszubegeben, die würden wir ja normalerweise dem Ich zuschreiben. Später übernehmen diese Funktionen aber einfach Mitgefühl, Weisheit, Lebenserfahrung. Ja, auch das ist das sind Prozesse, die ohne eine Verstrickung stattfinden können. Ja, also du hast mich ja auch nach mir gefragt. Ich mache mir da überhaupt gar keinen Gedanken mehr drum, ob das Ich ist, was da entscheidet, oder innere Weisheit, weil dieses Ich für mich sowieso keine Substanz hat. Und wenn es mehr und mehr, also das, was ich früher dem Ich zugeordnet habe, wenn diese Bereiche mehr und mehr von der mitfühlenden Weisheit übernommen werden, dann ist mir das nur recht. Und ich brauche nicht so zu tun, als ob es Zugluft nicht gibt, weil da gibt es noch dieses bedingte Entstehen auf der relativen, auf der konventionellen Ebene. Und ich bin sehr empfindlich in meinem Nacken, was Zugluft angeht. Und ich könnte da leicht eine Erkältung kriegen, wenn ich da nicht aufpasse. Also ich in dem Sinne, ja, passe auf. Und gleichzeitig ist es ein ganz entspanntes Ich, was das mit einer wenig verstrickten inneren Haltung tut, sich gut um diesen Körper zu kümmern. Ja? Du brauchst also da mit dem nicht zu versuchen, dass das Ich weniger wird, sondern schau einfach, dass diese Funktionen der Selbstfürsorge möglichst gelassen und entspannt umgesetzt werden. Das reduziert schon diese verstrickenden Anteile der Ich-Bezogenheit, weil wir brauchen da kein Theater drum zu machen. Wir legen uns einfach einen Schal um den Nacken und die Schultern und schon ist es gut. Oder wir setzen uns woanders hin. Ja, das ganze Extra, das können wir lassen.
Aber schwierig wird es ja dann, wenn man mit anderen Menschen im Raum ist und gewisse wollen das offene Fenster oder die Klimaanlage. Und ich will es vielleicht nicht. Ja, wenn wir darüber ganz entspannt in Austausch gehen könnten und alle mal anhören und gucken, dass wir für alle gute Lösungen finden, das wäre optimal. Wir denken im Wir-Modus. Wir wechseln aus dem Ich nicht gleich ins Nicht-Ich, sondern eigentlich wechseln wir aus dem Ich in den Wir-Modus. Und im Wir-Modus wird das Ganze schon viel entspannter und dann schauen wir, dass wir für alle gute Lösungen finden. Jetzt muss ich diejenigen, die gesprochen haben, bitten, sich stumm zu schalten. Da waren so ein paar extra Geräusche. Iris, jetzt bist du dran. Ich habe in vielen Bereichen meines Lebens den Eindruck, dass es kein Ich gibt, das entscheidet, sondern dass es ein Es das tut. Bedeutet das, in starken, nicht fassbaren inneren Prozessen gefangen zu sein? Iris, wenn du kurz dich meldest, ich glaube, ich weiß genau, wer du bist, aber es ist schön, wenn wir dich sehen können. Iris. Ich bin jetzt oben. Ja, genau, da bist du. Ja, ich dachte mir, dass du es bist. Iris, tatsächlich ist dieses Es-Gefühl, das Es entscheidet, oft ein Hinweis darauf, dass etwas Unbewusstes in uns entscheidet. Und wenn wir da bewusster und gewahrer werden, also deine Intuition, dein Gefühl, das kann ich unterschreiben, dann merken wir, dass wir diese fast unpersönlich entscheidenden Muster, die wir dem Es zuordnen könnten, dass die sich lockern können und dass dann die Entscheidungen bewusster und auch anders getroffen werden. Ich gucke mal nach, du kannst selber nachfragen. Ja, ich finde es halt sehr, auch ein bisschen quälend und schwer. Ja, das ist es. Das ist sehr quälend, weil du bist in einer Phase deiner Entwicklung, wo du merkst, wie viel da so reinkommt aus diesem noch nicht voll bewussten Bereich, und das braucht Geduld. Das sind mächtige Kräfte. Ich war selber auch absolut überrascht und manchmal fühlt man sich ein bisschen ohnmächtig, was da aus dem weniger Bewussten alles so an Impulsen reinschießt ins Leben. So ist es. Ja. Also du sagst Geduld haben, ja, gut. Geduld haben, durchlässiger werden, das, was da sich so als wie zwanghaft anfühlt, dem Raum geben, nicht vielleicht sofort entscheiden und dem folgen, was da so sich anfühlt als die einzige Möglichkeit. Es gibt dann meistens noch weitere Möglichkeiten. Gut, also dem Prozess vertrauen und das auch, wenn es schwierig ist. Ja, genau. Ja, meditieren. Genau. Ja. Okay, ich danke dir. Ja, vielen Dank für die Frage. Das dürfte auch anderen sehr geholfen haben. Jetzt gucken wir mal, was die Hanna schreibt. Wie ist es mit Entspannen im Retreat mit unbefriedigenden Menschen? Das ist absolut wichtig, Hanna. Wo sind die Grenzen, Hanna? Wie weit kannst du mit herausfordernden Menschen entspannen? Reicht dir die Antwort schon? Dann würde ich weitergehen. Du dürftest was sagen. Ja, und zwar möchte ich sagen, dass es mir gelingt, soweit es nicht zu häufig auftritt bis jetzt. Aber ich möchte noch mehr erreichen. Ja. Und noch mehr entspannen, meine ich. Noch mehr entspannt werden. Und dann gibt es noch die Option, ganz entspannt Grenzen zu ziehen. Weißt du, das muss ich als Retreatleiter auch lernen. Ich muss nicht nur entspannen mit all den Menschen im Haus, sondern ich muss ganz entspannt dann auch Grenzen ziehen können und einem bestimmten Verhalten Grenzen setzen oder ja. Das lernen wir auch noch. Also ein Entspannen ist nicht ein Ja sagen, sondern ist ein entspannter, klarer Umgang mit der Situation. Das war auch im Hintergrund, wie
zeige ich körperlich vielleicht schon, dass hier eine Grenze ist, auch mit einfachen Mitteln. Ganz genau. Das kannst du zum Beispiel schon durch die Art, wie du den Blick wendest, kannst du signalisieren. Es gibt Körpersprache, die signalisiert, dass bei mir eine Grenze erreicht ist. Ja, das kannst du tatsächlich üben. So wie du das mit deinen Hunden, jetzt hast du nur noch einen Hund, glaube ich, gell? So wie du das mit deinen Hunden auch gelernt hast, die reagieren auch auf Körpersprache. Ja? Menschen auch. Übrigens nochmal mein herzlich Bedauern übrigens. Ich habe das erst jetzt gelesen, dass du ja kürzlich deinen Hund verloren hast. Ja, im Chat, ja. Okay, danke. Jetzt gehe ich weiter. Andi aus Witten. Wenn ich zum Beispiel die Augen öffne, ist das Sehen zwar unmittelbar aktiv, aber die Verarbeitung, also der mentale Prozess des Erkennens und Kategorisierens, dauert einen Moment. Das ist eine gute Beobachtung. Das kommt nämlich tatsächlich dann danach. Es gibt einen ersten Prozess und dann den nachgeordneten Verarbeitungsprozess. Wie kann ich im puren Sehen bleiben, beziehungsweise im puren Erleben der anderen Sinneseindrücke? Oder ist das nicht möglich? Ich will ja nicht etwas ausblenden, sondern nur nicht beeinflusst werden. Ja, Andi, du kannst dich gerne auch mal kurz einschalten, räuspern, was auch immer. Genau, grüß dich. Hi. Andi, eigentlich geht es nur darum, das unnötige Nachdenken über Sinneseindrücke zu entspannen. Ich gebe dir ein Beispiel aus meiner frühen Retreatzeit. Da war ich im ersten Retreat mit Geng Rinpoche im Wald in Frankreich. Ich war 26, 27 Jahre alt und da ging es darum, dieses zu lernen. Und der Ort der Praxis war auf einer Lichtung im Wald, wo ich draußen meditierte und wo ich lernte, in der visuellen Wahrnehmung nicht mehr alles zu benennen und den Schmetterlingen, die durchs Gesichtsfeld flatterten, nicht mehr mit einer Kopfdrehung zu folgen. Und das ging immer weiter, bis es zu einem entspannten Sehen kam, wo das Benennen kaum noch ansprang. Aber das Identifizieren war schon noch aktiv. Also wenn dann ein Mensch die Lichtung betrat oder es im Unterholz knisterte, das kriegte ich schon mit. Da fand schon ein Einordnen statt, aber das war ja sinnvoll. Also wir entspannen diese unsinnigen, nachgeordneten Prozesse. Wir brauchen nicht im puren Sehen zu bleiben. Es geht nicht darum, einfach Pixel zu sehen. Es geht nicht darum, einfach Schallwellen ohne Zuordnung zu hören. Das bringt uns nicht weiter. Aber es geht darum, das Hypertrophe, das zwanghafte Bedenken der Sinneseindrücke, dass wir das entspannen können. Okay. Ja. Weil, also ich habe gemerkt, das ist halt nicht nur bei visuellen Eindrücken, wenn ich zum Beispiel blinke, in Abstand, dann sehe ich nur noch, aber es kommt keine mentale Verarbeitung oder Projektion mehr rein, sondern es ist einfach nur da. Das, was du sagst, dass es natürlich sinnvoll ist, auf in Anführungsstrichen gefährliche oder wie auch immer mich beeinflussende Sachen zu reagieren und das auch wahrzunehmen, das ist mir schon klar. Aber ich denke, dass dieser nachfolgende Prozess dieses mentalen Verarbeitens, was sehe ich da, was höre ich da, wie auch immer, also der findet für mich in diesen kleinen Momenten einfach nicht statt und das ist halt super entspannt. Das ist völlig richtig und du wendest jetzt gerade einen Trick an, weil mit den Augen kannst du blinken, mit den Ohren kannst du nicht blinken, auf und zu. So, ja. Okay, tatsächlich entspannst du deinen Geist aber in dieser Nachbearbeitung. Du wirst bald lernen, dass du die Augen offen halten kannst und gar nicht mehr zu blinken brauchst,
und die Nachbearbeitung findet trotzdem nicht statt. Weißt du, du wirst trotzdem diese entspannte Präsenz erleben, die dir so gut tut. Und das auch im Hören und das auch in den anderen Sinnen, ohne an- und abzuschalten. Weil das ist eine geistige Fähigkeit, die du kultivierst. Eine Fähigkeit, nicht ins unnötige Bedenken zu gehen. Ja, verstehe. Okay, gut. Okay, vielen Dank. Ich danke dir auch. Ach, das ist doch ein bisschen schwierig. Tatsächlich, der Name heißt Soluna. Ach so. Der Tobias wird den Audiomitschnitt sicherlich dann bei uns in der Mediathek einstellen. Ne? Also es wird nicht nur die Videos geben, wir können auch die Audios trennen von den Videos. Das wird dann irgendwann der Fall sein. Nagadakini. Mir kam noch eine Frage zu den Skandhas, die ich schon länger habe. Buddha kann doch auch Formen wahrnehmen. Er merkt, ob etwas angenehm oder unangenehm ist. Das heißt, das Essen ihm schmeckt, ein Ort ihm gefällt oder angemessen erscheint, um sich dort niederzulassen. Und er kann unterscheiden, dass das eine Tasse ist und kein Messer. Das wären die ersten 3 Skandhas, die bei ihm auch noch existieren oder so. Aber normalerweise wird sein Erkennen oder Unterscheiden doch eher Weisheit genannt und nicht Samjna. Oder wie ist das? Ja, das ist fast alles richtig. Also ich würde das fast alles so sehen. Und ich beschreibe euch jetzt mal anlässlich deiner Frage, beschreibe ich euch mal, wie man so sagt, dass die Skandhas bei den Erwachten aktiv sind. Nagadakini, vielleicht kannst du kurz mal einen Laut von dir geben. Ja. Gut, das befördert dich nämlich auf die Bildfläche. Also, klar, Formwahrnehmung findet weiter statt, in allen Sinnen. Der Unterschied des Wahrnehmens von Formen zu einem Normalmenschen ist, dass dieses Wahrnehmen nicht von einem Mittelpunktsgefühl begleitet ist. Es findet einfach statt. Es gehört niemandem. Es wird nicht in Bezug gesetzt zu einem Ich. Das hat auch eine Wirkung darauf, was die Empfindungen angeht. Der Buddha spürt, genauso wie wir. Und so wie unsere Lehrer uns das beschrieben haben, geht es so weit, dass sie Schmerz nicht mehr als unangenehm erleben, sondern als hohe Intensität. Und dass sie unterschiedliche Intensitäten wahrnehmen, aber nicht in die emotionale Bewertung gehen, das ist unangenehm. Und sie wissen aber, da ist eine Weisheitsfunktion aktiv, die weiß, dass diese Intensität, zum Beispiel des Feuers an der Haut, dass die nicht gut tut. Und sie ziehen auch ihre Hand oder ihren Körper aus dem Gefahrenbereich raus. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte mit dem Kamapataye Dorje. Habe ich schon häufiger mal erzählt. Unser Koch, Lama Yönten, hatte gerade für den Karmapa gekocht, aber auf diesen modernen Herdplatten, wo man kein Glühen mehr sieht, obwohl die noch heiß sind. Und Karmapa war frisch aus Indien gekommen und machte bei uns 6 Monate Retreat und kam in die Küche und unterhielt sich gern mit Yönten und stützte sich auf der Herdplatte ab, die völlig leer war, aber noch total heiß. Und ohne eine Miene zu verziehen, er stützte sich genau auf der noch richtig heißen Herdplatte ab. Ohne eine Miene zu verziehen, zog er die Hand sofort zurück und sprach weiter. Und das ist das, was deine Frage ist. Es wird unterschieden, das ist zu heiß, das tut nicht gut, aber die emotionale Reaktion, die bleibt aus. Und es ist kein Stumpfsinn. Ja? Das ist ein lebendiges Erleben. Und ich habe von Meistern gehört, zum Beispiel Gyaltsab Rinpoche, der einer von diesen 4 großen Tulkus ist und war,
der völlig ohne Schmerzmittel sich heftigsten Zahnoperationen unterzogen hat. Und ja, also die in der Lage sind, das so zu entspannen und mit dieser Intensität zu sein, dass sogar das möglich ist. Ich würde das nicht machen. Ja, also bitte verlangt das nicht von mir, aber so geht das weiter. Das Unterscheiden findet statt, aber das Unterscheiden findet auch nicht mehr, sagen wir mal, das Einfachste, was wir nachvollziehen können, wie etwas ist. Das wird nicht nur in Bezug auf meine persönliche Lebenserfahrung unterschieden, sondern in Bezug auf all die Erfahrungen, zu denen dieser erwachte Geist Zugang hat. Also der Wir-Modus, der spielt auch in das Abschätzen einer Situation hinein. Ob ein Ort, wie du sagst, ein Platz angemessen ist, das ist nicht mehr eine Frage von angenehm, unangenehm, sondern welche Kräfte da zusammenwirken und ob die Sangha an dem Ort zur Ruhe kommen kann. Ja? Das sind andere Motivationen aktiv und die sind nicht mehr ich-bezogen. Ja? Und so geht es dann durch die Gestaltung hindurch. Nicht heilsames Gestalten findet gar nicht mehr statt. Und das, was uns als heilsames Gestalten vorkommt, also wie zum Beispiel Dharma zu unterrichten oder freigebig zu sein und so, das ist alles ohne dieses Mittelpunktsgefühl. Und das Bewusstsein wäre dann im Idealfall immer dieses zeitlose, non-duale Gewahrsein. Okay, und so sind wir jetzt durch die 5 Skandhas durchgegangen. Also die letzten beiden hätte ich bei Buddha ohnehin ausgeklammert, oder hatte ich ja ausgeklammert. Nur jetzt mal, du hattest gestern gesagt, irgendwas, wenn Essen versalzen ist oder so, dann ist der Buddha es entweder oder ist es nicht, und das hatte ich als unangenehm oder so gedeutet, aber das ist diese Intensität, die du meintest, da ist der Geschmack zu intensiv und dann entscheidet er sich. Und der ist zu intensiv salzig und der denkt vielleicht, ja, das tut nicht gut. Aber offenbar hat der Buddha sogar eine Mahlzeit, von der er wusste, dass sie ihm nicht gut tut, am Ende seines Lebens zu sich genommen, weil er wusste, es war ohnehin der Zeitpunkt gekommen, diesen Körper zu verlassen. Ja, also sind wir jetzt ein bisschen, also was den Buddha angeht, im spekulativen Bereich, aber bei so Menschen, mit denen ich zusammenleben durfte, wie Gengen Rinpoche vor allen Dingen, da konnte ich häufiger merken, wie all die normalen Prozesse, alle 5 Skandhas stattfinden, aber alle in solch einem Fließen und ohne diesen Ich-Bezug. Die sind befreit. Sie sind befreit von diesem Mittelpunktsgefühl. Und das macht sie dann völlig anders. Okay? Ich danke dir. Ich sehe dich jetzt noch. War da noch was oder gehen wir weiter? Naja, weil du gerade sagtest, alle 5 oder alle Sanskaras, das wäre ja dann noch Ärger und Wut, oder? Nein, bei den Sanskaras sind nur noch die Heilsamen und selbst die Heilsamen sind ohne Mittelpunktsgefühl. Ja? Okay, und das Bewusstsein ist nicht mehr das Duale, sondern das Non-Duale. Johannes, du bist der Nächste auf meiner Liste. Manchmal gibt der Intellekt auf der Suche nach dem Ich eine Antwort, welche die Erfahrung nicht oder noch nicht beurteilen kann. Ist das eher hinderlich, weil es eine relativ unvoreingenommene Auseinandersetzung damit behindert, oder ist es sogar hilfreich, weil es eine Hypothese gibt, mit der man in der Erfahrung arbeiten kann? Ja, Johannes, wenn du dich kurz uns mal durch Räuspern zeigst oder so. Hört man mich? Ja, und ich sehe dich jetzt auch. Johannes, schön dich zu sehen. Richtig. Eigentlich wäre diese Hypothese, die dann entsteht, also diese Antwort, eigentlich ist sie hinderlich, aber so erste Antworten können wir eigentlich gar nicht vermeiden. Und es ist gut, wenn du sie als Arbeitshypothese nimmst und dich von einer zur nächsten weiterentwickelst und sie immer wieder wegtust und sagst, na, ist vielleicht noch nicht das Letzte, und dass du diese Fähigkeit entwickelst, im Erleben zu bleiben, ohne schon diese Erfahrung zu benennen. Ja, diese Fähigkeit, die wird sich weiterentwickeln, und das ist ganz, ganz wichtig im Lakton, im Vipassana, dass wir so Fragen stellen können, die unser Untersuchen der Natur des Seins stimulieren,
ohne dass in uns noch ein Muster anspringt, eine Antwort geben zu müssen. Dass wir Fragen erleben können, einfach als Ausrichtung des Interesses und nicht als Aufforderung, eine Antwort zu geben. Das kapiert unser Geist mit der Zeit. Danke. Reicht es dir? Okay, schön. Machen wir weiter. Silvia Tillmann, du hast vorhin von dem Moment gesprochen, wo viele Praktizierende aussteigen oder stagnieren. Ja, der Moment, wo ich von sprach, das wäre der Moment, wo es ihnen nicht mehr fassbar genug sind. Und sie möchten was Fassbares und dann reicht es ihnen, wenn sie ein Konzept haben oder auch dem Dharma einfach glauben. Du sprichst jetzt von anderen Dingen, wo du aussteigst. Bei mir sind es oft Langeweile, Stumpfheit, diffuser Nebel und Schläfrigkeit. Das generiert Frust. Wie komme ich denn darüber hinweg und was hilft mir, dran zu bleiben? Ach, Silvia, wir kennen uns jetzt ja auch schon eine Weile. Meldest du dich kurz? Ja, von dir. Ups, da scheint noch kein Bild auf, aber wir gucken mal. Du müsstest dich, ich habe dich gehört, aber das Bild ist nicht gekommen. Die Kamera ist an. Ah, da bist du. Ah. Silvia, das ist eine etwas paradoxe Antwort, die ich dir jetzt gebe, aber das hilft schon. Beginne mal, dich zu interessieren für Langeweile, Stumpfheit, Nebel und Schläfrigkeit. Nimm die mal als deine jetzt aktiven Meditationserfahrung, also Seinserfahrung, und sag dir innerlich, wie ich möchte jetzt wirklich mal wissen, wie das eigentlich ist, was da abläuft inmitten dieser Dumpfheit und Nebel. Und ich gebe dir so eine kleine Richtung, weil du wirst merken, das sind hochaktive Geisteszustände. Die sind nicht irgendwie, dass du weg bist oder herabgemindert bist, sondern es braucht ein erhöhtes Maß an Präsenz und Klarheit, um die subtilen Aktivitäten, die da verschleiernd wirken, um die mitzubekommen. Und das ist der Königsweg, um genau diese, sagen wir mal, diese in den dumpfen Bereich gehörenden Geisteszustände, um die tatsächlich nicht mehr als Feinde zu erleben, sondern nur noch als vorübergehendes Phänomen unserer subtilen Energien und unserer Abwehrmechanismen und so weiter. Alles, was da so los ist, das werden wir alles entdecken. Es ist eine köstliche Erfahrung, mit der Essenz von Schläfrigkeit in Kontakt zu kommen, mit dem Gewahrsein inmitten der Dumpfheit, mit den unglaublichem Hin- und Herzucken des Geistes im Nebel. Ja, also da ist viel zu entdecken. Ich könnte dir jetzt auch eine Antwort geben über die ganzen Gegenmittel zu diesen Hindernissen oder Herausforderungen. Die kannst du nachlesen, wie man den Geist auffrischt, wie man den Tonus erhöht und so weiter, aber hast du alles schon. Ne? Ja. Und eigentlich geht es darum, genau diese Zustände als Gegenstand deiner Praxis zu nehmen. Okay, ich sehe dich schmunzeln. Erzähl mir bei Gelegenheit mal, wie es damit weitergeht. Dankeschön. Okay, jetzt haben wir als letztes, ich hatte auch noch eine Frage von Petra, aber weit vorher im Chat. Ja, Petra, wir haben durch unseren Absturz hier, haben wir die ganz gesamten Chat-Informationen verloren, deswegen spricht die Frage persönlich. Ja, hallo. Grüß dich. Also da ging es mir vorhin um das Riechen. Ah nein, Quatsch. Also du hast gesagt, es muss vor einem Sinneseindruck muss etwas dem vorausgehen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, da gibt es immer eine Bereitschaft in diesem Sinnesfeld, die muss der Sinneserfahrung vorausgehen. Ach, eine Bereitschaft, okay. Weil dann war meine Frage, also ja, okay, dann ist natürlich klar.
Weil wenn ich da, wo du uns da so durchgeführt hast, da habe ich tatsächlich nichts anderes wahrgenommen. Aber wenn zum Beispiel ein Geruch bekommen wäre, was vorher auch schon da war, dann hätte ich sofort gespürt, aber es ist die Bereitschaft. Okay, dann habe ich das richtig. Ja, das hast du richtig. Und das mit dem Geruch zum Beispiel, wahrscheinlich sitzt du wieder Richtung Balkon gewendet bei dir. Ja. Und wenn da was auf der Herdplatte angebrannt wäre, der Geruch, den hättest du dann irgendwann wahrgenommen. Ja, 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 klar. Weil oder halt was da von draußen kommt. Ja, genau. Und die Schwelle war einfach relativ hoch. Es braucht dann schon einen stärkeren Geruch, um durchzudringen ins Bewusstsein. Naja, wahrscheinlich im Moment gerade nicht. Ich bin gerade am Fasten. Okay. Also. Da kriege ich alles über. Und da war noch eine kurze Frage danach. Also ich lese mal vor, sind dann die bisweiligsten, das Sehnen nach Geschmackseindrücken, zum Beispiel jetzt beim Fasten. Also ist es dann nur im Geist und Konditionierungen? Ich gehe fast davon aus. Wo findet das Sehen statt? Sehnen. Ja, wo findet das? Findet doch im Geist statt. Ah ja, okay. Und das sind halt die Konditionierungen, weil andere haben das beim Fasten ja viel weniger. Ja, und manche gar nicht. Ja, genau. Okay. Ja, gut. Also, vielen Dank. Ja, gerne. Also herzlich nicht Beileid, sondern viel Spaß beim Fasten. Danke. Wir meditieren jetzt noch einen Moment zum Abschluss. Gibt keine Übung mehr. Wir schließen das jetzt noch mit köstlicher Stille ab.
Ihr dürft die Meditation gern noch weiter fortsetzen. Ich selbst werde mich jetzt von euch mit einer Widmung verabschieden. Sönam diyetam jesik pani tabne nimpenjanam pamjena Kengana chimbalam jompayi sipen solen jawajawasho Jampem pavunjita kempadang kuntu sampode yang deshinte Deda kunjin jesun dalum ching gewan deda tam jedam tumo Sangye kusum nepen jen lam dan shöni min jue dem ben jen lam dan Gendun mi jen dem ben jen lam jin jin tang o waman lam jum pai sho. Mögen alle glücklich sein. Wir sehen uns morgen und die versprochene Meditation zu den 12 Gliedern abhängigen Entstehens, die gibt es dann morgen. Und es war für mich jetzt sehr schön und sehr wichtig, die Fragen zu beantworten. Ich finde, das ist ein ganz tolles Format, dass ihr die so in den Chat schreiben könnt und dass wir euch dann sehen und dass ich gucken kann, ob ich es richtig verstanden habe und ob die Antwort ankommt. Da bin ich ganz froh, wenn wir so vielleicht einmal am Tag so Fragen klären können. Ganz wunderbar. Also, bis morgen früh um 9. Macht's ganz gut, macht's immer besser und viel Freude vielleicht beim Entspannen heute Abend.